willkommen bei mir, GreenJ420. Danke fürs Einschalten bei South Park 2, die rektakuläre Serie 1 Probe. Ich habe das Game letztens schon mal durchgespielt, so, also weiss so ein bisschen in etwa, was auf uns zukommt, und darum muss ich jetzt da auch mal ein neues Spiel starten. Jo. Ich gehe noch kurz da auf dem Handy schauen, ob der Stream auch richtig läuft. Da. Ja, tipptopp. Sieht so aus. Ja. Super. Gut. Ja, ich hab gedacht, jetzt mal ein bisschen etwas witzigeres gamen, so das andere da, wie heisst es jetzt, Beyond Two Souls, ja, ist schon ein geiles Game und so, aber ich habe so keinen Bock gehabt in letzter Zeit auf das. Darum sind wir da jetzt bei South Park und schauen mal rein. Und ich bin mal ruhig. Ich reise in die Vergangenheit, verändere die Plan und finde die Katzen. Und vielleicht kann ich auch so ungeschehen machen, was aus uns geworden ist. So, jetzt sind wir da mal bei der Charaktererstellung angekommen. Für die jetzt vielleicht Stick of Truth, also das erste Spiel, gar nicht gesehen haben, jetzt am Anfang kommen halt alles, und auch im Laufe des Spiels kommen immer mal wieder so kleine Anspielungen aufs letzte Spiel, so. Ich habe es halt auch nicht ganz durchgezogen, das letzte. Ich finde das da irgendwie viel geiler und habe halt einen Fehler gemacht, dass ich gerade mit dem da angefangen habe. Jetzt kackt mich das erste voll an. Aber eben, das ist nicht so wichtig, wenn ihr da irgendetwas nicht so ganz checkt. Im ersten Teil haben sie halt einfach so, ja, wie soll ich sagen, eins da auf, wie heisst's, man? Wie heisst jetzt die schwere Serie da, man? Game of Thrones gemacht. Voll sind da so voll Game of Thrones mäßig am Rumlatschen gsi und alles. Dann machen wir doch da mal. So als Beatle oder wie das heisst, wenn man rumlaufen. Geile Sache. Frisuren sehen alle völlig beschissen aus, man. Yeah. Nehmen wir da Boxerschnitt. Farb schwarz. Jojo, passt so. Dann als ob ich im Make-up drauf tue und so ein Scheiß. Bart. Er ist noch ein Bub, ein kleiner Bub, hat keinen Bart. Also lassen wir den Scheiß. Dann Accessoires. So ein kleiner Harry Potter hat.
Escape machen wir Blutrot. Weil, soviel ich weiß, sind wir jetzt, ja, wir sind jetzt da, wenn es anfängt, eben dann gerade so noch halt am Ende eigentlich, oder besser gesagt nach der Handlung eben von Stick of Truth. Das heißt, sie sind alle immer noch Game of Thrones am Spielen miteinander. Und wir sind ja jetzt der König von Kupa Keep, also Kupa Keep Castle, KKK, ja. Und das ist so dort halt ihr Königreich so. Und als König hat man natürlich auch einen königlichen Mantel. Der ist jetzt bei mir rot. Da ziehen wir weiß. Rot und weiß. Rot und schwarz. Ja, dann weiß, oder? Glaub. Ja, passt schon, scheißegal. Ha, der Gesichtsausdruck so voll motiviert fürs Spiel. Ja, so ähnlich schaue ich auch gerade rein. Gut. Dann die Hände werden natürlich auch da blutrot gemacht. So. So zum zeigen, ey, da, ich verteile halt die Füße, Mann. Bam, Lee-Style, bam! Gut. Und jetzt kommen wir zum Besten. Einstellung vom Schwierigkeitsgrad. Das wirkt sich nicht auf den Kampf aus, nur auf dein ganzes restliches Leben. Alter, der Beste. Ich schwör, das ist der beste Teil von dem scheiß Spiel, Mann. Ja, ich würde sagen, spielen wir auf sehr schwer. Kommt doch gut. Das wäre dann so voll Token-Style. Aber das können wir nicht machen, dann ist der Token nicht mehr der einzige. Ah ja gut, nein, er hat ja noch Nicole. Ja, nein, komm, machen wir jetzt da mal so. Ja. Machen wir es schwer, ja. Nicht ganz schwer, aber schwer. Ja, ja. Du siehst nicht so glücklich aus mit dem Leben. Der Cartman hat es vorausgesagt, aber es tut mir leid. Aber hey, immerhin ist es nicht ganz so schwer, wie es könnte sein, hä? Bist doch happy, Bro? Ja, okay, dann halt nicht. Ich brauche immer so lange, um die hohen Charakter zu erstellen, tut mir voll leid. Die Mauern greifen an! Sie sind überall! Lasst sie nicht zu unserer Basis! Zu spät! Sie haben das Kapitän gestürmt! Ah! Sie haben die Basis! Schlagen Sie zurück! Auf die Mauern! Ihre Rüstung ist zu stark! Sie tragen Fahrradhelme! Oh damn. Fahrradhelme. Wo ist der König? Am Schießen, wie sich das gehört, Mann. Und jetzt kacken wir erstmal eine Runde. So, finden wir den Punkt. Da haben wir ihn. Okay, und... Okay. Nice, nice. Man nannte mich auch den Kackmeister. Alter, die Sprache. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Ashenya Magangang du Waka.
tönt für mich irgendwie nach Französisch. Ich hasse Französisch. Ich weiß, es ist nicht Französisch, aber gleich. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo, mein Schatz. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, gespielt. Ja, witzig. Ah, schön. Das ist Liebe. Was macht jetzt er da so voll heimlich, Mann? Oh, es gibt einen harten Brownie, Mann. Space Brownies. Läuft bei ihm. Schauen wir nochmal. Wow, ich schaue meinem Vater beim Brownie essen zu. Gib mir auch einen, ich will auch. Gib mir Brownies. Gib mir Brownies, Arschloch. Okay, dann schauen wir da mal in unser Zimmer rein. Da haben wir die Okawa Gamesphere, oder wie sie heißt. Ja, Gamesphere. Und wie immer, wenn man so ein neues Gerät mal einschaltet, ist es am Updaten und hört einfach nicht auf. Wundervoll. So, das Zeug da habe ich jetzt alles so ein bisschen halt noch von Dings, Ubisoft. Das könnt ihr euch natürlich auch alles abladen, wenn ihr das Game habt. Ja, wird vor allem ein guter Kollege von mir, den kennt ihr ja, glaube ich, auch schon, den Slandfuda. Der Timmy. Dem wird das extrem gefallen, weil der ist ein riesen Fan von Assassin's Creed und wenn ich ihm das da zeige, ich werde das natürlich auch nachher noch extra für ihn anlegen und so, aber jetzt zeige ich da erstmal den Anfang vom Game so. Und ja, dem wird das extrem gefallen. Vor allem habe ich eben auch noch etwas gesehen im späteren Verlauf vom Spiel. Das werde ich aber dann nochmal ansprechen, wenn es soweit ist. Das wird ihm alles sehr, sehr zusagen. Ja, so, gut, gehen wir mal raus. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt da mal das Spiel richtig. Obwohl, nein, wir gehen da zuerst noch in die Küche rein und reden mit der Mami. Hey! Meine Freunde stehen vor der Tür, Schatz. Geh raus zum Spiel. Nein, nicht jetzt. Hallo? Alles gut, Schatz. Ich hab noch was im Auge. Okay. Easy. Läuft. Aha. Mhm. Ja, okay. Ja. Keine Sorge, Schatz. Wenn ich tot bin, tut es nicht mehr so weh. Ja, voll. Die Einstellung habe ich auch immer. Super. Geile Sache. Läuft bei dir. Aha. Okay, erstmal da alles looten. Viel Spaß beim Weiterheulen. Ciao. Ja, ich weiß, dass es klopft. Ist gut. Erstmal looten. Looten ist wichtiger. Wow, ich habe schon 17 Rappen, Mann. 17 Cent. Sorry. Boah, die Dreckigen, Mann. Ja, ich komme. Ich kämpfe gegen die Dreckigen. Ja, chill. Da zuerst noch ein bisschen rauchen. Und mal schauen. Geht das auf? Nein, das geht nicht auf. Okay, gehen wir auf weiter. Boom. Was, kleine Pussy? Ich geb dir eine kleine Pussy, Mann. Bam! Genetzt. Ja, voll. Es gibt so Kräfte, wo halt noch ein... Wow. Autsch. Wichser. Wo halt einen Rückschlag haben. So wie die da, das sieht man, das hat man ja vorher auch schon gesehen, so. Shaboom! Bam! Niemand kann mich aufhalten, ich bin der King! Ja, Mann, King Karas, Mann! Ich nenne mich jetzt Karas King! Du schaffst uns nicht alle!
Doch! Und ob ich euch alle schaffe, ihr Bitches, ihr kleinen Snitches. Aha. Okay, ja, voll. Okay, ja, das weiß ich noch. Ja, ist gut. Ja, das weiß ich auch. Alles klar, ist gut. Oh, fuck. So. Gut. Haha, in die Fresse. Und schmeckt's? Die Mauern sind unaufhaltsam. Das sind ja gar nicht. Bam! Zeig's ihm, König! Mach ich. Voll geklappt, aber nicht genug, um uns zu besiegen. Hehe, siehst dann schon noch. Ist dann schon irgendwann genug, glaub mir. Irgendwann. Aber keine Ahnung. Dauert noch ein bisschen. Die Bitch! Riech mein Furz! Haha! Ja, eklig, ich weiß, Brudi. Tut mir leid, aber... Schau, du wirkst dafür anders ausgenockt. Bam! Bamli! Wow! Ins Kastell! Ab ins Kastell! Geh zur Seite oder sterb! Wir gehen durch diese Tür! Niemals. Ach, warum nicht? Das alles hier vorne ist Lava. Oh Mann, echt jetzt? Das ist alles Lava? Ja, ganz von hier bis da ist Lava, da könnt ihr nicht durch. Los jetzt, gehen wir rein. Die Dicken sagen, alles vor der Tür ist Lava. Oh, das ist voll unfair. Ja, schon. Jetzt! Was macht ihr jetzt? Ihr sterbt. Lasst den Drachen los. Damn, ein Drache! Ein Drache? Wir sind am Arsch. Niemals, unser König! Das ist der Drache, der brüllt. Okay. Habt ihr schon mal etwas von Leuten ausreden lassen gehört? So? Ja, egal. Okay. Aha. Er ist sauer. Au. Ist unbesiegbar! Genau. Ich bin unbesiegbar, Bitches. Bam. Wow, hat er gerade einen Drachen angefurzt? Ja, Mann. So bin ich halt. Das ist mein Leben, Mann. Ich furz gern den Drachen an. Problem damit. Mach bloß den Feueratem aus! Bleib nicht da stehen, wo er dich erwischt. Okay. Unser König ist ausgewichen! Aha, bin ich. Okay, wenn ihr Feueratem bringt, dann gibt unser König den Hammer der Gottesherrschaft! Voll easy. Hammer der Gottesherrschaft. Keiner hält den König ab! Ah, Auto! ja, hoppla. Auto, Pause, Timeout. Runter von der Straße, Drecksblatt. Folgen kann ich jetzt gerade mal da Kommentar kurz anschauen. Sorry, dass ich das noch nicht gemacht habe. So. Wie ich gerade sagen wollte, keiner hält den König auf erst einheitlich! Ich habe ein ziemlich mieses Gefühl. Ja, nice. Irgendwie ist ja schön, dass ich schon so gesehen habe, 2 Kommentare und so, aber ich kann es irgendwie gerade so nicht so ganz anschauen. Irgendwie. Ja, egal. Spielen wir weiter. Ich schaue es mal nachher noch weiter, ja. Bam! Ja, Mann. Vom Klomeister zum Drachentöter. So läuft das, Mann. Mhm, han ich. Ja, Mann. Ich bin eine derbhärte Bitch. Mhm. Boom. Hast du gesehen, wie krass der König ist? Boom. Ja, doch. Ja, da. Wow, Königshaft sagt Danke fürs Klatschen, das ist sehr freundlich von euch. Butters, ich bin leider gar nicht aufgeklettert. Ja, das bin ich, ja, danke, das ist lieb von euch. Schön, dass ihr das auch so seht, finde ich eben cool. Ist richtig nett und so. Wow, nein, jetzt habe ich es verkackt, sorry. Oh. Ich dachte, der König macht einen coolen Stunt, aber dann kam nur das.
Ja, ist doch auch irgendwie cool so. Ich habe euch gezeigt, wie cool man als König kann auf die Fresse fliegen. Ja, und danke fürs Zuschauen und so. Das wär's gewesen mit dem Spiel. Ja, ist eine schöne Zeit gewesen, so sehr lang gegangen und ja, egal. Also jetzt aber. Wow. Sprichwörter, was ist mit dem Stab der Wahrheit geschehen? Der Zauberer ließ ihn ins Meer werfen. Lügner, du wirst den Zorn der Mauren spüren. Rührt ihn nicht an, ihr Heiden! Gebt den Wagen frei, sonst bekommt ihr es mit dem König zu tun. Der König! Es heißt, er tötet Drachen mit nur einem Hieb. Ganz recht. Und wenn ihr nicht... Moment, wo ist der Zauberer? Ich dachte, er wäre bei euch. Nein, wir haben vorhin einen Notruf von ihm bekommen. Der Zauberer ist fort. Mein Name ist Kuh. Ich komme aus der Zukunft. Hey, wir wollten das nicht mehr spielen. Ja, wir sind verfeindet. Was soll das? Ich sag's euch. In meiner Zeit herrscht das Verbrechen und Katzenverschwinden. Ich muss das Team wieder zusammenbringen. Hey, nicht einfach das Spiel wechseln. Wo ist der Stab der Wahrheit? Halt's Maul mit dem Scheißstab. Eine Katze ist in Not. In der wir das neue Verbrechersyndikat finden. In der Zukunft. Syndikat? Klingt mir nochmal zu groß für Cool Friends. Wir führen wir, dass die scheiß Freedom helfen, Katze finden, $100 einstreichen und ihr Superhelden-Franchise berühmt machen. Die Freedom Hells, Alter! Genau. Ups, es klingelt ganz laut in deinem Spielzimmer, ihr Kenner. Der Filmalarm. Alle Schulfreunde, holt euer Zeug und meldet euch in Kuhn-Versteck. In der Zukunft. Cool Friends sammeln! Sorry, ihr könnt nicht mitspielen. Wir sind jetzt Superhelden. Ihr Loser. Ja. Hallo. Alle zu mir gehen und deprimiert Löcher in die Luft starren. Ja, das ist ein sehr schöner Plan, wundervoll, richtig geil. Meine Eltern haben was gegen Synthetik, also wird das nichts mit einem coolen Heldenkostüm. Okay. Ja, ich schätze, meine Eltern würden auch nicht wollen, dass ich irgendwie in Strumpfhose rumlaufe oder so. Und was hast du zu melden? Nach Hause Star Trek Bridge Crew zocken. Ah, du scheiß Nerd. Oh, hallo. Die Hallo? Jungs sind in ihrem Spielzimmer im Keller. Okay. Ich erlaube dich mal ein bisschen aus. Und schlag dich. Jetzt nennt man mich schon Gott, okay. Er ist König, jetzt Gott, läuft bei mir, läuft. Hä? Erstmal Bier ins Zimmer. Weiter rausrauben. Ja. Handbuch für Rohrarbeiten. Nice. Okay. Ja, ich glaube, Bier ist klar, was da für Rohrarbeiter gemeint sind. Ja. Crackhangst, Arschstöpsel, läuft, Alter, läuft. Miezi-Streichler. Und da ist seine Zeitmaschine. Und Erinnerung an die Serie. Jede Menge. Ah, wer ist der Kuhn-Shirt und die Folge mit dem Token, zu gut. Danishes for Denmark. Ja, Mann. Little Red Riding Kyle. Okay. Das kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Kann sein, dass ich die ein oder andere Folge nicht gesehen habe. Ja, so schaut es da nicht mehr so interessant. Der Mr. T läuft. Boom. Ich habe deine Vase kaputt gemacht. Lampe. Hoppla. Ah, Seemenschen. Okay, und am Cartman sein Tagebuch. Da schauen wir doch gerne mal rein. Was haben wir denn da so?
Ja, wundervoll. Wieso nicht? Der Craig, wo der Butters mal ordentlich durchbumst. Läuft bei dir. Aha. Dann Los Angeles Clippers gegen Denver Nuggets, okay. Schön, schön. Und seine Shitlist. Auf dem ersten Platz natürlich der Kyle. Auf dem zweiten Platz seine Mom. Dritter Platz Clyde. Okay. Vierter Platz der David. Fünfter Platz der PC Principal. Meine Fresse. Boah, muss ich da echt noch etwas dazu sagen? Der Bub ist schwer gestört. Alter. Okay. Digga. Ey. Keycode, fuck you, Mom. Läuft. Do not open, Kun only. Okay. Okay. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal runter ins Kun-Versteck direkt. Gehen wir mal hören, was die anderen zu melden haben, weil ich bin der König, ich will mitmachen. Hua! Vor meine Tür gekippt. Nein, sie ist nicht heiß, aber mein Sohn hat mich gewarnt. Er meinte, Mom, fällst du in den Lavasee, schmuggelst du wie Frikassee. Ja, stimmt. Er hat auch gesagt, Mom, fällst du in den Graben, dann fressen dich die Raben. Woher wissen Sie das? Schau da, schau ein bisschen Fernsehen. Hani Bubu, ich will das auch schauen. Schnauze! Cool. Das reicht nicht, Moskito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pals tun. $100 Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus. Liegt sie ja tot im Straßengraben. Junge, halt vorsichtig daran erinnern, dass die Freedom Pals schon 100 Follower auf Instagram haben. Wir haben 6. Und Frank und Billy Turner, der hat rote Haare. Ihr braucht einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir finden? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Moskito, wir los und sucht die Stadtparts ab. Alles klar, Moskito stirbt. Junge, halt die Bäume. Und du checkst die Gullis super great. Blitzfreak, du fliegst mit deiner übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein wie der Blitz. Entschuldigung. Kein Problem, Mann. Aha. Hey! Fass das nicht an. Dieses Gerät kann die ganze Milchstraße in die Luft jagen. Alter, fuck. Mom! Der Neue will mit dem Würfel der totalen Vernichtung spielen. Teilen! Das wäre das Ende der Galaxie. No. Schon gesagt, du kannst nicht mitspielen. Du bist ein Superheld. Du hast ein Kostüm und keine Superkräfte. Fick dich, Alter. Deine Mama hat gesagt, du musst mit mir teilen. Los, teil mit mir. Du bist Bitch, Alter. Ich will jetzt mit dem Würfel spielen. Hey, du sollst nicht damit rumspielen. Ich will aber... Du findest einen Mann und wir sind alle tot. Kacke, hör auf. Nein. Nicht den scheiß Würfel. Oh! Wow! Oh fuck, Alter! Ich hab gedacht, der Eric rastet einfach aus oder so, Mann. Alter, sorry. Nein, Mann, nicht normal. So. Ja, schon gut.
Egal. Gleich nochmal. Einfach weil es so schön war. Halt die Fresse. Okay, du kannst zuschauen, wie der Superhelden spielen, solange du nicht störst. Hol mal das Stefan-Siegel. Bam! Bitch. Nenn mich nicht Bitch, du Bitch. Ach so. Das hat ja ewig gedauert. Halt die Fresse! Du willst also ein Superheld werden. Jo. Draußen spielen. Schulz. Na, mal sehen. Vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn? Ich bin kein Saftsack. Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Okay, um Superheld zu spielen, du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Kunstedrum ausfüllen. Hast du einen Kunstedrum-Account? Nein. Oh, du bist noch nicht mal auf Instagram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Einfach nicht zu fassen. Als erstes brauchst du eine Klasse in deinem Profil. Also, welche Art Superheld du bist. Weil du neu hier bist, stehen erstmal nur 3 zur Auswahl. Okay. Brutalist. Speedstar. Aha. Blaster. Brutalist. Den habe ich eben letztes Mal schon genommen. Der ist auf jeden Fall geil. Aber ganz ehrlich, ich nehme den lieber später noch dazu. Weil das geht eben auch. Also das kann ich euch schon mal spoilern. Man kommt noch mehr Klassen über. Ist jetzt nicht die Klasse, die ich dann für immer will behalten. Einfach jetzt mal für ein Zeitchen haben wir dann die Klasse. Ja, komm, hol's Maul. Ja, ich würde sagen, machen wir doch den Blaster. Der kann gut blasen. Ich meine, der blastet alles weg. Okay, eine. Ein Blaster mit Kräften mit großer Reichweite wie Cyclops. Das ist doch gut. Dann gehen wir das mal nicht. Dann gehen wir das mal nicht nur in Nahkampf. So, jetzt ist gegangen. Ja, ich nehme auch einfach etwas, aber ich muss da noch ein bisschen etwas erklären. Ich bin ja ruhig. Das schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte. Durch Ja, ihre ja. Kräfte eine Bedeutung erhalten. Geh Klar. also in deine Kindheit zurück. Ist verständlich, ja. Gehen wir mal. Du lagst hellwach in deinem Bett, wie auch so viele andere Nächte, weil du wusstest, dass du anders als der Rest bist. Du bist zum Spiegel gegangen. Okay. Ich lasse mich nicht umbefehlen. Schnauze. Da drüben, der Spiegel. Einfach. Okay, geh einfach da drüben. Nein, nicht da. Einfach. Sorry, ich check nicht, was du meinst. Ist das nicht der Spiegel? Ich schlage den Ball. Da hinten tönt's lustig. Aha, was, wenn ich da hinten mein Schränkchen schlage, dann treffe ich das Klavier da vorne. Okay. Scheiß Pony. Erstmal Pony verprügeln. Ja, Mann, läuft. Ich mag keine Ponys. Wer mag schon Ponys? Scheiß Pony. Okay. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Nein! Lass meine Mutter in Ruhe, du böser Scheißstuhl. Nach draußen. Aha, okay, ja, okay. Geh auf die Tür. Alter, geh durch die scheiß Tür. Okay. Vor dem Schlafzimmer standen 2 Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und da musstest du deine Blasterkräfte benutzen. Blaster. Als Blaster fingst du an, für
aufloderte. Du zögertest nicht, den Klumpen die Hölle heiß zu machen. Ich zögere nicht. Bam, bam, bam. Bamli. Als die Flammen sich legten, begriffen die Schurken den Ernst der Lage. Scheiße, der kleine Feuerteufel macht ernst. Soll nicht mit Feuer spielen. Welche kamen auf dich zu. Du lässt uns keine Wahl. Haha, den Sack brennt. Du schlugst die immer näher rückenden Eindringlinge zurück. Bam. Ja, das gefällt mir. Blaster ist gut. Hey, du kannst uns nicht so rumschubsen. Doch, kann ich. Au. Sie ahnten nicht, wie nah sie ihrem Ende waren. Okay. Get down, bitch. Und bam. Reichweite. Ich geh kurz auf den Weg. Okay. Au, au, au. Hey. Abgekühlt, du kleiner Feuerteufel? Nö. Gezeigt. Nö. Jetzt gibt's aufs Maul. Nur das Feuer Aha, von da hinten. Okay. ultimativen Angriff entfesselt. Bam. Und so hast du sie Wow. besiegt. Alles schien in Ordnung. Dann kamst du zu deinen Eltern. Alter. Dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad. Deine Mom Vögel. Oh, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das größte Trauma deines Lebens. Bist du bereit für deine erste Mission, dass du in die Stadt gehst und so viele Instagram-Follower sammelst, wie du kannst? Nur so kann unser Franchise überleben. Ja, ich sehe schwul aus. Und ab in die Stadt. Geh Instagram-Follower sammeln. Erstmal seine Mom. Wo ist sie? Hallo? Dann, wenn man Leute braucht, ist niemand dumm. So ein Scheiß. Ja, habe ich ja schon ausgeraubt. Ja. Kaufen, 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 kaufen. Aha. Okay. Okay. Wow, nicht mal aufnehmen kann man in Ruhe. Man, so eine... Durchschnaufen, alles gut. Tut mir leid für die Unterbrechung gerade. Wir machen weiter. Habe mich wieder beruhigt. Alles in Ordnung. So, aber jetzt würde ich sagen, ich muss da mich erstmal umziehen, weil schaut das Kostüm mal an. Mal ehrlich, das geht gar nicht.
Ist doch völlig beschissen. Wo sind wir da? Willst du ein Viertel? Okay, dann schlage ich dich. Willst du ein Viertel? Ich mach nur Selfies mit beliebten Leuten. Ich will aber nicht die. Du brauchst mehr Follower, bevor ich ein Bild mit dir mache. Vergiss den Bastard. Oh, ein Selfie. Davon habe ich Mäh. nicht Spaß. Nein, das macht keinen Spaß. Wir sehen uns dann im Internet. Ja, toll. Okay. Alter. Ey. Ey. So, komm jetzt da. Ja, das ist doch mal ein richtig geiles Viertel, Mann. Cool, cool. Okay. Gut, gut. Ah, ich habe noch gar keine Karte. Ja, dann. Laufen wir los. Ich mag doch kein Bild mit jemandem, der so wenige Follower hat. Schwanzlutsche. So, gehen wir uns mal umziehen. Jetzt ziehe ich mal das schöne Kostüm an, das dem Tim so gefallen wird. Und der wird das doch schon mal besser aussehen. So. Ja, haben wir noch kurz Zeug geholt. Eigentlich müsste ich nicht mal heimgehen, um mich umzuziehen. Ah doch, jetzt glaube ich schon noch. Ah doch, doch, ich kann das Kostüm noch nicht... Doch, da. Blöd, okay. So. Und so. Und so. Das sieht zwar nicht so cool aus. Ja, aber besser als die da. Ähm. Ne, das sieht kacke aus. Nehmen wir es wieder weg. Okay, und wieder. Ciao zusammen. So. Gut, aber raus Follower suchen. Hallo. Hey, kannst du mir mit dem Ding helfen? Ist klemmt. Okay. Au. Hey, du hast den aufgekriegt. Du hast es echt drauf, kleiner Superheld. Warte, ich muss anders stehen für das. Selfie? Klar, leg los. Okay. Yay, der Typ heißt Postbote. Bam! Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Aha. Okay. Jetzt sind wir wohl Freunde. Nein. Na, da komme ich noch gar nicht rauf. Hallo. Willst du jetzt ein Selfie? Genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Okay.
Zweifel erreiche ich dich. Schau doch mal nach, was los ist. Hä? Ah, Karte. Okay. Missionen. Sprich mit Super Craig. Okay. Und... Okay. Machen wir erst mal das, ha. Für das müssen wir, glaub da hinten, aha, ja voll da. Gut, gut. Achso, geht das auch? Okay, 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 ja, ja, ja. Komm, lass mich da wieder raus. Okay. Ja, ist gut. Ja, darf ich laufen? Bitch. Ich bin ein kleiner Assassine. Oh. Das sind Sechsklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ja, ja. Jeder weiß doch, dass Keepersbar die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von dem Ganzen anderen abzureden. Ich doch. Fresse. Wollen wir ins Kino? Ja, das klingt wirklich nach 6 Klässler. Bisschen Frosch. Weil wir haben kein Popo, nur eine Kloake. Okay. Bam. Wow, du bist so mutig. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Der Brutalo klingt brutal ab. Euch zeige ich, was brutal ist. Okay. I. Voll ekelhaft. Moment, muss da noch kurz die Ziege anzünden. Können wir das nicht bereden? Als Maul, du Pussy. Nenn mich nicht Pussy, du Schwanzlutscher. Bam! Geht so. Zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Himmelswirbler. Na, meine Tette in Ruhe. Keine Gnade. Nein, Mann. Gibt auch keine Gnade. Bam! Wow, du hast mich wirklich besiegt und mich gerettet. Ja, ich bin Bämli. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren Sechsklässler. Hier, ja du. 6 Klassler verprügeln ist auch da im Real Life mein Hobby. Selfie mit mir? Ja, ich will mit jedem eins. Krass, du den Sechsklässler fertig gemacht hast. Ja, ich weiß. So stark. Nein, wirst du nicht. Erinnerst dich, Super Craigs Fest? Ja, ich weiß. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Sowieso. Er ist der Super Craig. Bürger, ich bin es, Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem beim Problem behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen finden. Sag dem Crew, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Craig gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Du bist wieder unten im Keller. Fanden wir im Keller. Habe ich ihn zuletzt gesehen. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. Okay. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du... Wow. Knallfrische. Könnte hilfreich sein. Ja, ja. Oh, was? Mach's nochmal. Ja, grad. Boom. Schmeiß noch ein. Oh, das war's. Folge dem Meerschweinchen.
Kiste zerlegt wie nichts. Wahnsinn. Mach dein Ding mit der Kiste. Wow, Scheiße. Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist gut. Schaff das Ding aus dem Weg. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Ja, schon, ist brutal schwer gewesen. Ey. Boom. Ups. Ah. Hast nicht gekillt. Okay. Auch dank Wunderarsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Yay, der schwule Super Craig mag mich Arschloch. Ah, schön. Neuer. Ja? Das bin ich. Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Nein. Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Und ich habe nicht gefragt. Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Reichlich. Aha. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Okay. Entschuldigung. So. Gut, und weiter geht's. Dann müssen wir jetzt dort hinten gehen wieder. Neuer, du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Okay. Hä? Boom. Oha. Okay. Ich hasse zwar Spinnen, aber der Anzug sieht noch cool aus. Neuer, stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Mhm. Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Oh, böse, böse. Logisch. Wer tut da Lava hin? Nee, das kommt heute. Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe meine ganzen Stadt schon wie Gestapo platziert. Ich kann es euch doch nicht zu leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Ist ja zu geil, wenn er die beiden Bildschirme oben ja so anglotzt, man. Er scheint da einfach so über ihm im Bildschirm, würde ich mich auch wundern, man. Aber ja, immer der böse Professor Chaos, man, natürlich. Böse, böse. Immer will er alles kaputt machen. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss ihn stoppen. Sonst wird er die Welt unterwerfen mit seinen Chaos-Lakaien. Die sind sicher böse und schrecklich. Aber da komme ich immer noch nicht weiter. Nee. Oh. Nee. Hey, aufhören! Nee. Kaputt, alles kaputt. Ne, dort komme ich noch nicht. Okay. Wer macht denn so etwas? Das ist voll gemein. Hey, du! Weißt du was darüber? Nö. Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Was? Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier. Komm mal her, schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Dafür wäre etwas Besonderes. Ich werde allen
von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute nach dem Kerl erwischt, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Instagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Okay. Aber nur für Instagram. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Aha. Wer zur Hölle bist du? Ich? Ich schicke die Notruf. Schickst du die neuen? Mein Arschloch. Tut mir leid, aber das ist für Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich. Humankind aus einem Paralleluniversum ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Damn. Das heißt, jetzt treffe ich da oben das zweite Du. Wow. Aus einem anderen Universum. Wow. Harte Sache. Und noch irgendwelche Tipps für mich. Superheldenkostüm vielleicht nicht erkannt. Ich bin's Kyle. Ja. Lass den Kack. Dann laber nicht so einen Müll. Lass den Kack. Da drin. Ja, da drin. Okay, können wir zuerst das andere Zeug anschauen. Hihi. Hihi. Yay. Das ist schon mal das Erste. Sorry, ich will mir da die schwulen Zeichnungen nicht die ganze Zeit müssen anschauen. Darum klicke ich immer gerade wieder weg. Ich finde das völliger Kack, Mann. Hallo? Ja? Selfie machen. Wir haben ein Date gemacht. Ja, Mann. Wir sind jetzt Best Buddies. Nice. Oh, hoppala. Ja, das wäre meine Fernbedienung gewesen. Nice. Was haben wir da? Oh, Stolz von Nippopolis. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist da die Statue von der Titten-Arena da, Mann. Da, die Arme sollten dann noch schön so Titten von der Prinzessin haben, so viel ich weiß. Gibt's halt. Tja. Katzenpisse und so. Macht schräge Sachen mit den Leuten. Okay. Ja, natürlich nicht. Aha. Okay. Okay. West Coast, Motherfucker. Die kleine Schwuchtel. No, nicht der. Wie das du da mitgemacht, spielt der auch mit? Also, alternatives Ich, zeig dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Ich merk's ja. Ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Er sagt mir, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, du, was er will, er ist unser Gast. Denn du... Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superhelden-Spielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen? Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tu alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Nennt mich die kleine Bitch einfach ein Schwächling? Ohne Kontakt, oder? Nein. Kontakt, kein Training. Damn, Bitch. Ich hab meine Knieschule nicht dabei. Halt's Maul. Schnapp ihn dir. Ja, Mann. Cousin Kyle,
Tschö. Jetzt halt. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Voll. Ja, Albert. Leute, Pause, mir ist ganz schwindelig. Bitte nicht! Au, 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 au. Pause. Okay, mein Innenohr hat sich beruhigt. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mache den Schaden wieder rückgängig, ja? Phew, typischer Paralleluniversums-Bullshit. Hurensohn. Jemand eine Kortisonsalbe, vielleicht sogar eine rezeptpflichtige? Alter. Ich mach mein Arsch frei. Heb doch deine verdammte Fresse, du scheiß Schwuchtler, Mann. Alles verkackt. Karle hat meine Auszeit ignoriert. Mein Arsch geht immer los, wenn ich mich anstrenge. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas. Wie diese Tora-Rolle. Die hat doch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mit dem Die ist nicht neu. Die ist in meinem alternativen Universum konform. Schwanzlutscher. Haben Sie deine Eltern nicht verboten, mit Feuer zu spielen? Sieh dir das an. Nee. Nein. Ich finde, ich sollte den nächsten Zug machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat. Also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du schummelst? Ja, schon. Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Musstest du so fest zuschlagen? Ja. Eigentlich noch viel fester, aber ich habe nicht richtig getroffen. Bereit? Oh Gott. Okay, der Zaundrachen aus einem anderen Universum. Level up. Ich glaube, ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Schürzen ganz rot. Ich muss unbedingt Glas drauf spielen. Kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst. Ah, ich liebe es, Leute rausrauben. Ist doch etwas Schönes. So, die Mission wäre auch erledigt. Nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn, Ende. Yeah. Doch, das ist richtig. Schutz. Schutz. Fick. Fick. Schutz. Meine. Schutz. Fick. Meine. Schutz. Fick. Schutz. Meine. Esel. Fick. Esel. Eier. Okay, ist ja gut. Fick. Dich. Mom. Sorry. Ah, da bist du ja wohl der Arsch. Superheld sein ist schwerer als du dachtest, hä? Ist schon okay. Nö. Du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Glück deine. Fick dich. Deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Der Witz ist, sie in deine Artefaktsnutzen zu stecken. Los, probier's aus.
Ja, nein, dann liebe das da. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuer. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig. Arschloch. So. Jetzt zum Superhelden. Zack, zack. Bin ich die Ladies-Beratung? Bitch. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? So nicht, Alter. Kannst du mir aus der Sonne gehen? Hey, Bitch. So nicht, Alter. Scheiß Cartman. Yay, also wir haben jetzt neue Sachen zum Aufwerten und Craften und so weiter und so fort. Und da ist noch der Jimmy Express. Oh, hey, dies ist eine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben nicht erleichtern. Okay. Gut. Also gehen wir weiter. Mach auf. Okay. So, schauen wir da zuerst mal nach Missionen an. Also, okay. Hier, Miezi, komm, Miezi, Miezi, Miezi. Wirf einfach einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Wirf doch stattdessen einen Böller. Nicht da. Ich wirf Böller. Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse. Lass es. Lass es. Lass es. Okay, dann halt. Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Ja, Mann. Gnade, Leute. Aufs Maul, Bitch. Viertklässler-Freunde ein. Mehr Spaß für mich. Zeig uns, was du drauf hast. Ja, ich würde sagen, machen wir da mal auf Superhirn. Ach, alles verkackt. Nehmt eure Medizinzwerge. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ja, lass dich da von deinem Freund passieren. Jo, Ruben, wer ich was denn? Gefällt dir das Viertklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Kite Power. Shabam. Kleiner Rückschlag. Ach so, ja, ja. Ja, du weißt, wer ich bin. Jetzt muss ich schauen, so, dass ich da nicht zu viel sage. So, ich will da nicht meine ganze Persönlichkeit freilegen im Internet. Nein, Bro. You know. Ja, was? Erst jetzt heimgekommen, Brudi? Oh, würg mich. Aber schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich, dankeschön. So, aber ich würde sagen, ich mache da mal weiter, ja?
Okay, probieren wir es aus. Versuch's doch, Wigbert. Ja, Brudi, Alex Hampelmann, genau das ist der Name. Oh nein, jetzt hast du es verraten. So, was soll ich denn jetzt da machen? Machen wir mal diesen da, ha? Oh, bam! Schutzschild. Ich bin jetzt dran. Scheiße gelaufen, Neuer. Ja, sehr scheiße gelaufen. Aber ich habe ja noch 2 andere Charaktere, das ist doch super. Nein. Nein, ich fange nicht an zu heulen und nimm mich nicht weg, du Arsch, das ist voll nicht lieb. Ja, die meisten machen ja entweder Hochdeutsch oder dann auf Englisch gerade und dass mich voll angehackt Hochdeutsch zu reden und mir die ganze Zeit überlegen, wie ich es jetzt auf Englisch muss übersetzen und meine Aussprache so oder so auf Englisch nicht gerade die geilste ist, habe ich halt so gedacht, du, schau, macht wenig auf Schweizerdeutsch, auch wenn vielleicht gerade dann nicht allzu viele Leute zuschauen, aber scheiß drauf, Mann. Ich mach's ja nicht für das, ist mir scheißegal, wie viel zuschauen. Selbst wenn niemand zuschaut, würde ich es gleich machen, Mann. Aber ich finde es einfach so, es macht so wenig. Ich finde das voll schade. So wenig Leute machen Let's Plays auf Schweizerdeutsch. Und ich kann halt nicht wirklich Let's Plays machen, darum streamen. Ist doch auch gut, irgendwie so. Okay, machen wir weiter. Tot! Noch ein Gegner am Boden. Das ist doch verfügbar, oder? Also los. Was für you do you? I do I. You know. Okay? Okay. Oh, bam! Geil. Scheiße für dich. Ja, Mann. Ho, 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 ho. Schön kannst du singen, Brudi, richtig schön. Bam. Haben wir die Fresse poliert. Aha. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit. Voll, richtig cool. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich besorge gerade mehr, aber jetzt muss ich da erstmal Bondberat machen, Mann. Weil läuft ja gar nicht und ich werde langsam wieder nüchtern. Das Spiel macht schon langsam keinen Bock mehr. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt überhaupt schon am Streamen bin. Wahrscheinlich auch wieder so überlang. Das ist so ein Stream, der wird sich im Nachhinein keine Sau mehr reinziehen, so weil er einfach irgendwie, glaub schon so 1-2 Stunden geht. Keiner hat so lange Zeit, um sich das anzuschauen, Mann. Aber egal, weitermachen. Ich mache nachher dann irgendwann mal Pause so beim Aufnehmen, weil ich muss auch noch irgendwann etwas fressen, so. Aber ja, wenn ich jetzt schon von Anfang an angefangen habe, wieso nicht? Sagen wir mal da weiter. Also, ich kann schon mal voraus sagen, also, ja gut, wenigstens du schaust schon mal so da die 4 Stunden Videos gern. Das ist doch chillig, ich schaue die eben auch noch gern. Dann muss ich nie umschalten und da immer da etwas, wo läuft. Finde ich gut. Aber eben, ich muss jetzt nachher noch kurz etwas fressen so, und dann mache ich noch kurz eine Aufnahmepause. Ich mache dann einfach halt ein neues Video auf, so mit halt zweiten Teil. Keine Ahnung, ja.
Mal schauen, wird dann wahrscheinlich nicht so lang. Aber jetzt nehme ich noch ein bisschen auf. Also eben, sobald ich da fertig Mischung gemacht habe und so, könnte ich da ja mal schauen, was haben wir denn da so im Menü drin. Ubisoft Club, ja genau, da kann ich euch mal noch... Oh fuck. Damn. Hoppala. Jetzt habe ich so gedacht, ja gut, in der Zeit, wo ich da so mal kurz da in Dingan, wo ich da mir eine Mischung bereit mache, gehe ich da noch in den Ubisoft Club, zeige da mal, wo ich da das Zeug abgeladen habe, aber ja, das nimmt es nicht auf. Ist halt so voll die blockierte Szene und so voll hart, ja man, geht der ab und so. Damn, aha. Welp. Nennst du mich gerade Welpe? Bro, ich bin kein Welpe. Also erstens bin ich erwachsen und zweitens, ich bin Mensch, glaub. Oder so etwas Menschenartiges zumindest. Ein Humanoid. Was, hä, nein. Doch, ich bin Humanoid, ich schwöre. Ich habe menschenartige Arme, Hände, ich laufe auf 2 Beinen, in einem einigermaßen aufrechten Gang. Und ich glaube, Welpli machen das nicht. Ja, Bro, musst Prioritäten setzen. Humanoide gehen vor oder so. Irgendwie, keine Ahnung. Ah, du bist ein Drachenhybrid, das ist auch etwas Interessantes, aber du hast auch eine humanoide Form. Also, bist du so halb Drache, halb Mensch? Oder wie? Ein Drachenmensch. Oder, ah nein, Hybrid, jetzt komme ich raus, so Hybrid-Auto-Style, du bist ein Elektro oder Drache. Ah, okay, so ein Tesla-Drache. Du bist ein halb Drache und ein halb Drachenblut. Macht das viel Sinn, oder? Ja, Bro, Hybridautos. So, aber jetzt stehe ich da schon wieder so voll lang rum und so voll uncool, weil da nicht die ganze Zeit warten lassen. Und ich habe gesehen, da ist jetzt gerade noch jemand anderes reingekommen, so voll cool, also da so, hallo, willkommen und so. Ja, egal. Aha. Okay. Schön. Bam. Hey, du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Ja. Das geht nicht laut den Regeln von... Sicher geht das. Nein. Niemand braucht eine Schwäche. Ich bin unbesiegbar. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen und einen Charakterbogen auszufüllen. Ja und so, Brudi. Jetzt machen wir das und so. Jetzt kommt der Jimmy und so. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll. Und es ist wieder nur noch einer am Zuschauen und so. Ruben, mein Stammgast.
Okay, hast du jetzt gesehen, der Jimmy ist jetzt so unser vollhärter Schnellreisemittelmann. Der Blitzfreak. ISIS. Siehst du das? Dort hinten ist ISIS. Voll und so. Lass mich in Ruhe, scheiß ISIS. Beats Flash Headphones. Brudi, die nicht checken. Okay, Kampf starten. Oh, das sind ein bisschen viel. Doch, doch, bin ich. Chaos spürt keinen Schmerz. Lust auf eine Runde Chaos? Ach so, ja, voll, der Jimmy, ja, Mann. Sorry, ich hab's gerade voll nicht gecheckt. Schau dir an, was der Jimmy drauf hat, Mann. Ne, wir nehmen den, der ist cool. Regelrecht das Herzblut. Das Chaos steht bevor. Komm wieder Au. auf die Beine, Arschboy. Nennt er mich da einfach Arschboy? Mein Name ist Wunderarsch. Auto, Auto, Timeout. Nenn mich nicht Scheißbalg. Man, alle beleidigen mich, voll fies. Mhm. Ja, Mann. Flashy Moves, Alter. Musst, Mann. Musst. Sonst kommst du bei dem Spiel nicht klar. Musst Flash sein, Alter. Musst so flashartig rumrennen und Leute hauen und Pfui Pfui sagen und so, weißt du. Geht's, Humankind? Ja, ja, alles in Ordnung. Danke, Jimmy. Ich bin dran. Ich hab das für dich. Bam! Oh, bam! Von Freunde ab, dann sind wir durch. Du bist nichts gegen den Meister. Alles okay, Supercrack? Klar, geht super. Ähm. Ah, ist das dein Ernst? Dann gehen wir halt da rauf und machen ihn da oben. Okay. Beuge dich Chaos oder Ja, Bro, sicher. zu mir. Überrenn mich. Du weißt ja, dass vor Dragon Balls hat nur Assassin's Creed gegeben und ja, die hängen natürlich direkt miteinander zusammen. Das ist doch klar. Der Son Goku hat das vom Ezio gelernt. Das weiß doch jedes Kind. Oder so. Ja, ja, Laserding. Oh, bam! Wow. Ich sag doch ISIS. Einfach so hure scheiß Selbstmordattentäter da schon wieder, Alter. Wow. Das verwirrt mich gerade, Mann. Was geht denn mit euch? Jungs, voll nicht cool, Mann. Wir wollen da kein Selbstmörder. So sorgt man für Schmerz. Ja, Bro, verstehe ich.
Ja, doch so. Ha, Fu. Oder ist dein Kiefer gebrochen? Hm? Ja, nein, das ist nur sein Kiefer gewesen. Immer fügst du neuen ab. Bin ich schon am Zug? Okay. Omega Crash Extra. Bam! Beeindruckend für einen Physik-Normalo. Werf uns nicht weg, Neuer. Nein, würde mir nie einfallen. So, jetzt gibt's nochmal ein bisschen Ezio Kamehameha Power. Kamehameha. Nein, ist ein Freund von Chaos. Jimmy! Feind am Boot. Bam! Flash Style! Bravo, gute Arbeit, etc. So, und ich würde sagen, jetzt ist mal kurz Zeit für... Habe ich ins Niedrige gegangen. Mann. Iron Man. So. Jetzt sehe ich doch aus wie ein richtiger Super Saiyajin. Und wo müssen wir gehen? Da hinten. Budget Iron Man, ja Mann. Na dahinter. So. Ja Mann, ein Budget Iron Man. Wow. Okay. Mann, niemand will mir Weed geben. Ich will Miss Weed. Erinnerst du dich, Curry? Ich erinnere am coolsten fand ich klären. Das ist das Raisins. Moskito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Okay. Keine scharfe Wings und Brüte, okay. Oh geil, kleine Kinder, oh mein Gott, wie geil. Oh, das lenkt mich jetzt aber voll ab. Oh, so geil. Ja. Scheiße. Hier, Schnucki. Halt's Maul. Bam. Lass das. Nein. Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich. Okay. Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls Rememberings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Ja, schon mal was von Zika-Virus gehört? Noch ein Wing City? Na, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Verschwinde, das sind deine Frauen. Welcher Superheld bist du? Superman. Oh mein Gott, die Mission, meine Superheldenkollegen. Ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen. Moskito weiß genau, was sie hier versucht. Was soll das denn heißen? Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Doch, Alter. Genau das jetzt darstellen, Brudi. Das zahl ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Wichskopf. Hab bloß nicht stehen lassen.
Ja, sie haben bei South Park eben mal eine ganze Folge drüber gemacht und dann haben sie das halt so verarscht, weil du weißt ja auch, hure viel so Highschool-Mädchen und so gehen dann machen bei Hooters arbeiten, dort schnell das Geld verdienen und so, kommst halt gut Trinkgeld über und alles, man. Sie haben das halt so ein bisschen drastisch dargestellt, dann gerade mit kleinen Kindern, man. Das sind doch geil, die kleinen Nutten. Was hast du? Brudi, ich kenn dich doch. Würdest dich doch dort voll wohlfühlen. Aber schau, jetzt darf ich kleine Schlampen verprügeln. Ist doch auch schön. Willkommen im Team. Dich müssen wir komplett umstylen. Hol dir Moskito mal ein bisschen Verstand ein. Er ist so fibbelig. Verdammt, Kleid, ich Bro, die sind perfekt platziert. Was sollte was heißen, Bro? Weißt du, musst dir ja denken, das Ganze ist ziemlich verzögert so. Ich sehe das immer erst so ein bisschen im Nachhinein und du, was ich so labere und so. Aber oben war es eher ein Baby-Doll-Top mit gerafften Schultern. Und dazu super süße Leggings mit so einer Art Libellenmuster. Oh, damn, Alter, nein, nicht Mutter. Nein, vor der habe ich Angst, Mann. Habt ihr süßen Spaß heute? So, Untersuchungsmodus zu aktivieren. Moskito wählen. Aha, okay. Hey, das habe ich gar nicht gesagt, Mann. Ich habe gesagt, du würdest dich dort wohlfühlen, Bro. Bam! Ich liebe dich auch, Brudi. Darauf trinke ich. Es ist Freizeit. Nein, Mann, es ist Bondzeit. Warte, jetzt gut hören, ha? Yeah. Okay, es ist keine Zeit. Breite Haare, mir ist der Blutdurst vergangen. Bro, ich denke, das, weil ich dein Viertel ohne Bart gesehen habe. Seitdem ist es vorbei. Nein, 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 du weißt, Scherz, Scherz. Im Ernst, will ich noch einen? Sorry, Ruben. Verändert sich das eigentlich? Nein, das bleibt immer gleich stark, egal wie nah ich stehe. Zu schnell für dich, was? Nee. Los, Wunderarsch. Ja, Mann, Wunderarsch gibt alles. Oh, alle getroffen, hart. Oh mein Gott, bitte red nicht über den Zapfrüstel. Das ist nicht cool, Bro. Nicht cool. Ich will nichts von deinem Rüssel hören. Ich liebe
fließt die Säfte ein. Oh, gefällt es dir, Schätzchen? So toll, dass ihr... Vor allem beim Strandurlaub. Ja, Bro. Ich weiß, aber, ja, okay, nein, hast schon gewonnen, aber gleich, you know. Moskito wieder Verstand ein. Moskito. Okay, Bro, okay. Ciao, Moskito. Bzzz. Nein, niemand will dich Mund zu Mund beatmen, du kleine Schwuchtler. Ganz recht, ich bin eine Bitch. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy bringt. Oh nein, nicht in Yu-Gi-Oh, Bro, ich hab die Regeln vergessen, no! Aber, okay, komm, machen wir Yu-Gi-Oh! Aber dann bringe ich meine Fehldrücke mit. Weißt du, dort steht dann so drauf, anstatt 1100 ATK, hat es dort 11.000 ATK. Ja, eben. Ich habe letztes Jahr mal bei so beim kleinen Bruder vom Kollegen, der ist mit so einem Kollegen von ihm am Spielen gewesen. Und ich bin so am Zuschauen gewesen und ich habe nichts gecheckt. Ich habe überhaupt nichts gecheckt. Ey, das ist so verwirrend gewesen und irgendwie so verschiedene Karten haben, je nachdem was dort liegt, verschiedene Wirkungen und verschiedene Angriffe oder so und dann sind es verschieden stark, je nachdem was du machst und okay, chill. Und so vieles kannst du nicht legen, wenn du vorher nicht etwas anderes gemacht hast und bla bla bla. Voll unnötig, Mann. Aber jetzt aufs Maul, Bitch. So, bam. Und einfach noch so, weil ich's kann. Da, auf sie. Ja, schau, mein Kommentar dazu ist das. Hä? Freeze, Bitch. Alter, krank, Mann. Hör mir auf. Musst gar nicht anfangen erklären, was all der Scheiß ist, Mann. Das check ich eh nicht, Mann. Das ist viel zu viel. Weißt du, früher war es so easy gewesen. Deine fucking Karten haben einfach genau das gemacht, was einfach fucking dort gestanden ist. Und eventuell hast du sie noch können verstärken mit irgendwelchen so Upgrade-Karten und so, wo jetzt irgendwie noch 200 Attack Points mehr gegeben haben. Oder wo die das Leben ein bisschen aufgepowert haben und so. Und jetzt mal hör mir auf, ey. Was soll all die Scheiße, Mann? Ja, schon. Du sagst es, Bro, du sagst es. Du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Das nächste Mal lieber den Mund zu. Ih. Wir haben Verluste.
Okay. Ach so, sie hat meinen Charakter verliebt gemacht, darum habe ich nichts mehr können machen. Okay, komm wieder raus. Los, das ist unsere Chance! Diese Mädchen sind mein Kryptonit. Du hast mich gerade noch gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld, Arschheld. Was ist dein Kryptonit? Arschheld. Wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien, emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben. Ist schon okay, ich bin in deinem Team, Arschkind. Hier kannst du bleiben. Zeig mir mal dein Charakterprofil. Ja, Mann. No problemo, Alter. Alles platt gemacht. Nein, ich verstehe schon nicht falsch, keine Angst. Ich weiß, kleine Kinder habe ich nicht angelangt, so. Ich habe sie nur verprügelt. Okay, jetzt suchen wir uns da unser Kryptonit aus. Sechsklässler? Nein, die sind kacke, das ist doch kein Kryptonit. Raisins Girls, die sind kleine Schlampen, aber Kryptonit ist das dann auch wieder nicht wirklich. Chaoskinder, das sind Lakaien vom Captain Chaos. Ja, nein, die machen mir gar keine Angst. Alte Leute, okay, alte Leute, die sind eklig. Das muss man schon sagen, die sind richtig eklig, Mann. Kommt schon mal in Frage. Ninjas? Nein, Ninjas sind cool. Vampire? Auf jeden Fall. Vampire, das ist schon etwas Gruseliges, Mann. Also, die kommen und saugen an mir. Das ist schon... Wow, toll. Ja. Ich meine, die kommen und saugen mein Blut. Sorry. Krebsmenschen, riecht wie Krebs, kämpft wie Mensch. Krebsmenschen. Aber ich glaube, ich nehme alte Leute. Alte Leute sind nicht immer weise, es gibt auch dumme alte Leute. Oder nehmen wir Vampire. Ruben, wähl du aus. Was soll ich einstellen? Sechsklässler und Raisins Girls mache ich nicht. Chaoskinder auch lieber nicht. Aber alte Leute, Vampire oder Krebsmenschen. Bau, 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 bau. Hallo Fritz. Ja, eben, gell. Also, nehmen wir alte Leute. Ja, voll, finde ich auch, Mann. Alter, Falte und Weisheit, eklig. Hey! Moskito macht mir Fliege! Ruf mich, wenn du mich brauchst, cool, Freund! Ah, Moskito, die kleine Schwuchtel, Mann. So. Dann. Chille und Mr. Mackey. Kommen jetzt sicher wieder Bildschirm. Au! Hoppla. Hehe. Hallo. Das muss ich... Ja voll, da vorne, aber... Okay. Erstmal eine Runde kacken.
Wow. Ist gar nicht so einfach. Oh fuck. Ach so. Wow, voll verkackt. Alter. Und schütteln. Ja Mann, runtergefallen. So kacke ich auch immer. So mit Arsch schütteln und so. Easy. Welches ist denn deine Lieblingsmission so? Weil du musst dir gerade denken, das ist immer noch relativ am Anfang. Bam! Da gehst du mir. Ja, Bro, ganz ehrlich, scheiß auf Spoilers. Es sind gerade mal der Fritz und du am Zuschauen. Und ich hab's schon mal gespielt, also von dem her, scheiß drauf. Ich mach dich kalt. Mann, wie viele Eier ich am Tag befruchten könnte, wenn ich so schnell wäre wie du. Ja, ich habe schon durchgespielt. Ich habe jetzt für den Stream wieder von neu angefangen. Weil ich habe nichts mehr zu tun gehabt und so und bin jetzt prinzipiell eigentlich schon am Warten aufs DLC. Also habe ich halt wieder neu angefangen, so dass es auch wieder ein bisschen spannend ist. Aber durchgespielt habe ich schon vor ein paar Tagen. Sehr befriedigend. Oh, Blutgruppe B, du bist sicher ein echter Partyhengst. Ich bin jetzt dran. Ja, so ist das. Es gibt krasse Bräunungsstreifen. Cool, Bringungsstreifen. Wen soll ich wählen? Ich wähle dich. Habt ihr davon eine Zeitlupe? Moskito auf Blutjagd! Frissen und weg! Ich glaube, es verstößt gegen das Kriegsrecht. Euch Platz zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Extra für dich! Du schaffst das! Hohoho. Fühlt den Zorn von Humankind! Das lässt er mit dem Drachen. Ah, ja, voll. Alter, ich glaube, das habe ich beim ersten Mal irgendwie 3-mal müssen machen, bis ich es geschafft habe. Mal sehen, wen sollen wir verbrennen? Steht bereit, hier kommt gleich! Ah, eklig, Alter. Pissebombe, du Saumann. Jetzt ist wieder Platz für den ganzen Hamburger. Ohne Scheiß, einfach der Soundtrack in der Playlist. So eine, Mann.
Rechtschaffen. Gut gesaugt, Moskito. Alter, gut gesaugt, Moskito. Ma, scheiße. Liegt das an mir oder tönt das so scheiß pervers? Richtig Bock gemacht. Fantastisch. Ja, Bro, so richtig gut gesucht, Mann. Piu, piu. So, und jetzt Cripple Power. Shabam. Und jetzt zieht er das rein, Mann. Am Jimmy sein Move. Kissam. Und geben wir ihm den Rest. Bam. Ah nein, noch nicht ganz. Ha. Zecher sich, man. Zech. Alter. Ja, Mann. Tot. Ihr habt verloren. Haha. So, gehen wir weiter. Oh, da hat es ein schwules Bild. Schulz. Bam. Chill mal, Alter. Ja, ich will einfach Bullen schlagen. Kleiner Krimineller. Ja, Mann, Sachsanzeigen wegen diesen Hurensöhnen. Du hast einen Beamten, kleiner Krimineller. Bitch. Bist jetzt meine Bitch. Oh, hallo, mein Kind. Ich habe dich ja noch nie gesehen. Ja, Mann, ja, oi, Fanart. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier gekloppt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Nein. Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Ich bin nicht verwirrt, ich bin ein scheiß böses Arschloch und bin stolz drauf. Und ich werde garantiert nicht zu Jesus finden. Du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Ich bin's Problem. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Weißt du, es ist nie gut, wenn du irgendwie von so einem Pfarrer in eine dunkle Kammer geschickt wirst. Dann passieren immer schlimme Sachen. Deinen Mann gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe Blau? Oh hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Ah, Ficke. Lass
nicht, dass ich hier drin Pfote weg, Mann. Ah, so eine fucking eklige Szene, Mann. Ah. Aufs Maul, Junge, aufs Maul! Ah. Also nicht wirklich, ne, ich meine mit der Faust aufs Maul. Ah, ihr eklige, verdammte Schwein, Mann. Boah, ey, grusig. Jetzt weiss ich gar nicht recht, was ich machen soll. Ich will nicht getroffen werden von denen, Mann. Geh weg. Ich habe Gottes Liebe hier. Alter! Zieht das... Ah! Du eklige, verdammte Schlammsau, Mann! Ah, grusig. Friss, Mann, friss das. Oh, das mag ich. Ah, du eklige, verdammte, perverse Sau, Mann. Komm raus, wo immer du bist. Ja, er ist richtig auferstanden. Ah, lang mich nicht an, du Sau. Herrje! Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Alter, Wo ist auf einmal das Kind hin? ich frage mich auch, Mann, wieso sind es immer die verfickten Priester, Mann? Immer die. Die grusigen Siechen, Mann. Ah. Da, lass mich in Ruhe. Geh weg mit dem scheiß Arschkette-Ding. Ja, schiebst du nicht immer zurück in den Arsch, du Grusige, Mann. Ah. Hör auf. Wieso sag ich so etwas? Alter. Alter, nein. Einfach nicht. Nein, 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 nein. Weißt du, es gefällt ihm noch. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Ich will gar nicht wissen, was dich sonst noch alles erfüllt, Mann. Schlimm mit euch. Ihr seid einfach nur richtig asozial schlimm, Mann. Hier, kleines Kindchen, komm raus zum Spielen. Weißt du, und dann noch so eklige Siechen, Mann. So, vor allem da der eine mit seiner scheiß Analkette, Mann. Das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon, du scheiß Schwanzlutscher, Mann. Sowas. Ja, sowas. Oh, Gottes Alter! Wir hatten gehofft, du wolltest büßen, Sünder. Komm raus, wo immer du bist. Verreck! Scheiß halbglatzer Pedo, Mann. Ja was, das hast du erst jetzt gesehen, Brudi. Darum habe ich es ja so scheiße eklig gefunden, Mann. Schau dir das an, himmlischer Anzug habe ich bekommen, als ob ich das jemals werde anziehen, Mann. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass der Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und
Jetzt raus hier! Die Schwingkönigin sagt was anderes. Tja, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Alter, der finde ich zu gut, Mann, wenn der Prophet rufst, ey. Wie das ausgesehen hat und wie... Was er sagt, Mann? Wow. Der Beste, Alter, der Prophet Moses. Jetzt hätte ich fast etwas Falsches gesagt. Das wäre noch schräg rausgekommen. Hoppala. Egal, vergessen wir es. Da, Fries, das ist dafür, dass ich von deinen scheiß Spastis fast gefickt worden bin, du kleiner Wichser. Berry. Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scheren? Ja, ich erinnere. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf dir Taco. Cool, Ende. Toll. Geile Aufgabe. Ich bin der schnellste in der Stadt. Taco. Voll gechillt, Mann. Ruf mich, wenn du schnell von A nach B musst. Ruf mich, wenn du schnell von A nach Ruf mich, wenn du schnell von A nach musst. Einfach der Beste, Alter. Sorry, Superheld, die Bank ist wegen Vulkanausbruch geschlossen. Ich kann keine durchschlagen. Willkommen bei Freeman's Tacos. Ja. Wenn ich irgendwas hier anmache, das ist kein Vermissen. Ja, Mann. Bei Freeman's Tacos craftet man alles selbst. Öffne einfach das Menü, dann können wir anfangen. Hey Ruben, was haltest du davon, wenn wir ein Restaurant machen, wo man sich auch alles selber craften muss? Hey, wir haben den ganzen Tag Zeit. Alter, einfach Morgan Freeman, Mann. Ich bin gerade so übelst, tiefst berührt, Mann. Ich rede mit dem grossen Morgan Freeman. Ich stehe mit dem grossen Morgan Freeman in einem Raum. Er kommt immer eine Sommersprosse über, wenn er irgendwo auftaucht und etwas erzählt. Seine Sommersprossen geben ihm seine grosse Macht. Los, du Idiot, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Er hat mich einen Vollidiot genannt. Der Burrito. Arme Tortilla, umgewickelt um, naja, um irgendwas anderes. Hier, alles, was du für den Anfang brauchst. Hier steht, wie viel Essen du brauchst, um Tortilla. Ja, Mann. Alles zusammen. Everything is free, man. Gut gemacht. Nach deinen ersten Schritten im Crafting können wir reinhauen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Okay. Herzlichen
Wow, das Ding klingt geil, Mann. Was soll's? Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht deinen dämlichen Arsch. Alter. Hättest du nicht auch Bock auf einen Enchirito? What the fuck? Welcher Typ in der Ecke am Klatschen? Hä? Wo hast du einen Typ im Ecke gesehen? Yay! Zwirbel Sanchez! Brudi! Du bist, glaub ich, jetzt auch mein Zwirbel Sanchez. Der Ruben Zwirbel Sanchez. Ah, reg dich nicht auf, Zwirbel. Ist doch cool. Hast immerhin einen Spitznamen von einem Game. Und könnte ja schlimmer sein als Zwirbel Sanchez. Ja, ja, I'm a racist bastard. Ah, das ist so gut, Mann. Sorry, habe kurz einen Screenshot von dem machen. Das, alter Screenshot, das hat müssen sein, Mann. Das ist zu gut. Ja, eben siehst du. Der ist doch schon besser, hä? Zwirbel Sanchez. Das klingt doch viel besser als Dirty Sanchez. Und hat doch auch eine bessere Bedeutung, Alter. Der Zwirbel Sanchez, das ist der alte mexikanische Schnauz für die alten mexikanischen Banditen. Kannst du dich geehrt fühlen? Okay, okay, jetzt haben wir uns genug über den Namen lustig gemacht, wir können weiterspielen. Nur noch eine Sache. Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefühl verlieren. Ah, okay. Bist du jetzt fertig gewesen mit Reden? Ja gut, dann halt. Fick dich, du Wichser! Nenn mich nicht Wichser, du Wichser. Fick dich! Okay, aber dann darf ich dich Zwirbel Sanchez nennen. In die Fresse. So, also da, Viertel mit dem Keilsinnigen Mann. Bitch, Schlampe, Hure, Scheiß, dreckige Jude, Nutte, fette Jude, Schlampe, Jud, 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 Jud.
Ja, ich weiß. Aber ein bisschen den Laden umstellen dürfen wir ja wohl gleich, oder? Hehe. Haha, da kommst du nie rein, super Blödi. Doch komm ich. Der Bus. Willst du ein Foto machen? Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Ja. Schau mich mal an mit meinem fucking viel Speicher auf meinem Gerät. Schräges Sicht, du. Ausgezeichnet. Hey! Was geht, Zesti? Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir. Oh Herr, Tittenbilder, habe ich ja noch nie gesehen. Ich muss zur Schule, Senior. Sie fahren zur Schule mit winzig kleinen Bicicletta. Stört uns nicht! Wir säen Chaos! Ja, hau du ab! Danke, aber ist kein Akzent, ist einfach Schweizerdeutsch. Ah, da bin ich falsch. Muss noch eins weiter zu mit Schule kommen. Dam, dadam, dam. Alter Ruben, Mann. Hallo? 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 Selfie? Oh, okay. Hallo? 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 Selfie? Hallo? Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Nein, nein, mach ich nicht. Okay. Na schön. Und smile. Ah. Okay, Schluss mit dem Scheiß ein für alle Mal. Okay, okay, chill de Labe, Mann. So, was will Mackie von uns? Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Mhm, Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. bitte? Mit mir als Vertrauensnehmer kannst du über alles reden. Okay. Verstehst du richtig, dass du über dein geschult in Geschlechtsfragen. Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, das ist natürlich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Okay. Also, ich persönlich würde jetzt meinen, ich bin männlich. Warte, kurz überprüfen. Ja, doch, doch, eindeutig männlich. Ja. Aber bei ihm würde ich sagen, sonstiges. Sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Nicht, dass du ein Geschlecht hast. Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackie, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und,
Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Also nein, gar nicht. Es ist nur, ich glaube, dass er gedacht hatte, dass es ein Junge ist. Ja, nein, das ist super, das ist gut zu wissen. Ich glaube, aber jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay. Okay, das ist eine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann nicht sagen, was man will, okay? Selbst wenn es keins ist, das ist okay, total. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich zu akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, okay? Also, komm jederzeit wieder. Ja, keine Angst. Ich komme schon wieder und stelle mich mal zum einem Männli um. Aber mal jetzt als Sonstiges rausgehen. Weil ich weiß ja, was als nächstes passieren wird und ich will wissen, was das mal sagt. South Park könnte ein paar helfen. Schau. Das ist doch sowas Geschlechtsneutrales. Ich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Alter, damn, Mann. Ich prügle dich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Blitzfreak, zwischen los! Ey, wer hat gesagt, dass ich nicht hetero bin? Wie ein Blitz. Blitzfreak bricht alle Regeln der Physik. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Was für Sachste sind du Arsch? Vorsicht, Kumpel, die Seuchenschutzbehörde brauchen wir nicht auch noch. Jetzt habe ich verstanden, Sieg heil fickt. Alter, hast schon gedacht, what the fuck? Das ist doch scheiße! Nein, voll nicht, das bin ich. Immer kriegen es die Neuen ab. Ja, schon. Ich brenne wie der Bursch in der Bibel! War echt eine gute Entscheidung. Aha. Ich bin drin. Okay. Ah, jetzt machen wir da doch... Ja, zwar nein, ist ein bisschen Verschwendung. Kein Angriff. Oh fuck, nein, jetzt habe ich den falschen ausgewählt. Egal. Das tat gut. Los geht's. Okay. Aufs Maul. Du könntest sogar schnell genug sein, um mich zu klatschen. Hey, langsam. Irrkreuz für alle. Okay. Meine einzigartigen Talente im Dienst der guten Sache. Hau sie weg, Lawyer. Si, Senor. Moskitos sind die tödlichsten Tiere der Welt, aber du liegst knapp dahinter. So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Alter, warum? Was hast du gegen Moskitos? Aus dem Westen nähert sich der Zorn des Kites.
Ah, scheiße, nein, ich hätte ihn sollen heilen, ich blöder Idiot, Mann. Ja, dann machen wir es jetzt halt so. Ja, voll. Machen wir diesen da. Bereit für ein Wunder? Judenpfadfinder Ehrenmord. Ah, mein Lieblingspart. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Moa. Ja, ich glaube, jeder hat sehr vieles gegen Moskitos. Vor allem Flügelklatschen. Oh, von der schnellen Sorte, was? Gleich kommt es warm! Nee, macht auch zu wenig Schaden. Prost, Moskito. So. Ah, nehmen wir den. Friss es, zeig ihnen, wie hart du furzen kannst. Bam! Oder so. Die Intoleranz siegt! Alter, das mit dem Moses ist zu geil, ich schwöre. Später siehst du dann irgendwann einmal noch den Dings, den Gerald. Alter, der ist so fucking geil, du wirst dich so kaputt lachen, wenn du das siehst, man. Aber für das muss ich zuerst dann noch ein paar Sachen freispielen, da will ich jetzt nicht allzu hart spoilern oder so, man. Hübscher Fernosthybrid. Das steckst du weg. Cool and Friends für immer. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen. Bam! Müssen ihr Leben überdenken. Auseinander die Pisser. Ja, Mann, ich freue mich auch darauf, das wieder zu sehen. Ja, neuer Artefaktplatz, geil. Du machst das ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kuhnversteck, wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kuhnende. So. Bin gerade wieder da, gehen wir jetzt kurz Fressen holen. Mach doch keine Pause, ich hol noch das Fressen und dann zocke ich weiter. Kleiner Moment.
Wieder da. Und ja, voll, genau. Jetzt kann ich da meine zweite Kraft auswählen. Endlich. Wohin geht's? Weiss nicht, so ein bisschen rumchillen und so ein bisschen hängen da. Will eigentlich gar nicht hingehen. Kannst du dich wieder verpissen, ciao. In der Zeit hätte ich vielleicht eine Million fertig gemacht. Okay, voll easy. Dankeschön, dankeschön. Ziehen wir das durch? Ah, ich muss ja gar nicht da hin, ich muss ja dahinter. Ja, ja, wir ziehen das durch. Läuft gut, Wunderarsch. Bis dann. Bis dann. Fick. Schutz. Meine. Esel. Eier. Fick. Meine. Esel. Eier. Kack. Mom. Ja. Schutz. Ja. Fick. Wo ist das? Da. Dich. Mom. Ja, Bro, Fast Travel ist immer gut. Setz dich. Ich setz mich. Gib mir meine neue Kraft. Okay. Wie läuft's da draußen? Gut, gib mir meine neue Kraft. Gutes Gespräch. Ja, gib mir meine neue Kraft. Und, irgendjemand wird dich was Zeit geben. Glückwunsch. Danke, gib mir meine neue Kraft. Ich wollte mal über deinen Superheldencharakter reden. Er ist ziemlich scheiße, finde ich. Und Ja, gib mir meine neue Kraft. gestatten. Gut, Ich will noch eine Fähigkeit aus. danke. Fähigkeit bist du dann Mm, Elementarist. das klingt noch geil. Cyborg. Psychiker. Psych. Elementarist. Ein Elementarist. Wenn's regnet, bist du schuld. Yay, wenn es regnet, bin ich schuld. Nice. Hey, die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du dabei warst. Du lagst wach in dieser Nacht. Aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Ging's zum Spiel. Und wieder Pony verprügeln. Wird mich nie jemand lieben. Dann wird es gleich Geräusche. Es ist ein Ding. Oh mein Gott, das Baby. Zwei Kerle ein hilfloses Baby angreifen. Oh mein Gott. Eingreifen. Ich muss unbedingt eingreifen. Benutzt es zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Wow, ich habe Kräfte, ich benutze sie. Damn. Du musstest ihm das Handwerk legen. Den größten hast du in eine Eiszelle gesperrt. Jetzt tu mal nicht so. Ich habe schon vorher gewusst, dass du mir die Schuld wirst geben, wenn es morgen regnet. Alter, du hast voll recht. Mein Charakter sieht aus wie der Werni. Alter, ich habe einen kleinen Werni. Alter, Bro, zu gut. Das ist mir gar nicht aufgefallen, man. Einfach der Werni. Fuck, Alter. Ein kleiner South Park Werni. Der Kälte gefangen, musst du der Eindringling tatenlos aussetzen. Hey, du kannst Leute nicht einfach so überspringen. Hm. Ja, für wen hältst du dich überhaupt?
Ist nett, Sesti, aber voll okay, ist schon gut. Weißt, ich mach das nicht irgendwie wegen der Klicks oder so. Ich scheiß auf Klicks und Abonnenten, Mann. Ich mach das, weil ich irgendwie halt Spaß habe. Weißt, wenn ich stoned meine Videos im Nachhinein nochmal schaue, finde ich das einfach saugeil, weil ich sehe dann so, was ich für Scheiße gemacht habe und alles. Und das macht mir halt Spaß, so ein bisschen auch mit euch labern und so ein bisschen auf eure Kommentare antworten. Aber es müssen jetzt von mir aus nicht irgendwie, keine Ahnung wie viele Leute zuschauen. Mir ist das scheißegal. Aber gleich danke fürs Angebot, Mann, ist nett. Yes, Baby applaudiert. Du hast dich schnell geheilt und deine Kräfte gesammelt. Yay, Delfin! Und sie klatschen zusammen! Yay! Oh Mann, endlich nach dem Scheiß jetzt eine Reize machen. Du hast den Schlag einfach weggesteckt und deinen ultimativen Angriff vorbereitet. Mit der Kraft von Eis, Wasser, Blitzen und Erde entfesseltest du einen elementaren Ansturm. Damn, ein elementarer Ansturm! Shabam! Wow! Ich bin Avatar, Herr der Elemente! Oh, Bro! Ja, Mann! Und jetzt muss er sich dann gerade nochmal anschauen, wie sein Vater seine Mutter fickt. Oh, der arme Werni. Oh, ich bin geschockt. Ja, darf ich irgendwie wieder angreifen oder so? Ja toll, jetzt hat mein Fernseher abgestellt. Wäre noch nicht so. Man schaut mal ein, du scheiß Fernseher. Damn, das Unvorstellbare. Nein! Nicht meine Mom! Nein! Oh Gott, Werni, schau nicht an! Nein! Werni, nein! Du willst bestimmt wissen, wieso. Wieso dein Dad deine Mutter gefickt hat. Aber die Antwort musst du selbst geben. Comet Friends, Alarm! Comet Friends, Alarm! Ernsthaft, Leute! Alarm! 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 Kuhn, was ist los? Kuhn, die Freedom House. Was haben sie diesmal getan? Kommt schnell zur Main Street, beeilt euch. Wir kommen! Kuhn! Hände! Okay, es könnte sein, dass du deine neuen Kräfte gleich brauchst. Mir nach! Yay. Keine Ahnung, wer das kleine Baby ist ja nicht gesagt worden. Ich meine, vielleicht hat er ja noch ein kleines Baby irgendwie in Thailand gekauft oder so. Weiß man ja nie, das ist halt einfach dort, das ist bei ihm eingebrochen oder so und hat angefangen gegen die anderen Einbrecher zu fighten, weil es mehr Beute wollen hat. Und dann ist er halt reingeplatzt, irgendwie so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Bruder, frag mich nicht, Mann. Einfach nicht fragen, ist besser. So, dann tauschen wir da mal aus, ha? Oder... Nein, das macht mehr Schaden. Dann belassen wir es bei dem. Das macht gleich viel Schaden. Aber das ist auf größere Fläche. Finde ich gut. Bro, ich will nicht auf das Baby in Thailand gekauft nachher eingehen. Okay, lassen wir es einfach. Jetzt war das passt schon.
Gut. Nicht trudeln, Wunderarsch. Pfui, böse Ruben, aus! Kein Interesse zeigen! Hier lang, Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle. Okay, Wunderarsch bewegt sich Richtung Bushaltestelle. Dam. Freedom Pairs sind unterwegs, es wird zur Konfrontation kommen. Halt die Fresse, ich bin gerade am Reden gewesen. Ich bin, also besser gesagt am Melodie machen. So, dam. Fick dich! Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Ja, Mann. Na verdammt, gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Ja, noch ein bisschen. Nicht da lang, Hauptstraße. Okay. Wir sind auf der Hauptstraße und wir nicht, weil wir auf dich warten. Ja, musst mal schauen, oder eBay oder so. Findest sicher irgendetwas. Wir sollten als Duo arbeiten. Erinnerst du dich, Queen? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als wir Kunenfels verlassen haben. Ich mag Conan Fred. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Craig musste Filme haben, bevor Wonder Twin vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist. Jetzt bist du ein Superverräter. Ihr habt doch angefangen. Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren es nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telefon. Los aus meinem Kopf. Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Was für ein Wichser. Kümmert euch um diese Arschkranken. Ja, Mann. Es ist ein großer Der Fehler, Dr. Timothy. sich anzulegen. Bereit sein, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Finde ich super. Erstmal bringen wir den Kenny um. War das die Schallmauer oder ist ein Typ? Ich bin ein Schwein, ich weiß. Aber er muss sterben. Ja, schon. Nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten. Das war auch klar. Timmy! Boom. Rick ist verletzt. Überraschung. Den Zorn von Jugendkeit. Yo. Alle auf der Kenny. Hier kommt Mysterio. Jugendkeit wird mir fehlen, vor allem beim Strandurlaub. Auto. Auto. Immer die Autos. Heimat. Hause. Paul, es ist Civil War, Arschloch. Ja, Mann. Okay. Okay, ich bin dran. Megafaustschlag. Beeindruckend für ein Physik-Normalo. Zielsysteme online. Scheiße. Lass dich aus, wir wecken dich rechtzeitig. Das Böse triumphiert. Und damit meine ich dich. Bin ich schon am Zug? Okay. Ja, ich habe etwas vergessen. Steht das Klopfen höher den Schädel? Angriffsmanöver eingeleitet. Du hättest die Seiten wechseln sollen, Craig. Ja, nicht den Arsch versohlen. Los geht's.
Braucht jemand eine Faust in die Fresse? So sieht's aus, Pyjama Pals. Ja, ich habe den Kenny umgebracht. Ich Schwein. Ha. Führe Gepäckprotokolle aus. Cooper Tornado aktiv. So, also komm, Kampf nochmal von vorne starten. Fail. Ah, voll easy, ja, dankeschön. Nice. Und du machst in dem Fall auch Videos und so, oder wie? Also, Zesti. Ich meine die. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Okay, Dezember, alles klar. Habe ich echt Ja dazu gesagt? Jo. Hast du? Hehe. Preise den Herrn, kleines irres Kind. Ach so. Ja voll, ich muss ja dort rauf. Stimmt. Wir sollten als Duo arbeiten, erinnerst du dich, Queen? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als ich Conan Friends verlassen habe. Ich mag Conan Friends. Ja, sie hat halt keine Seele, was will man machen? Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Und die ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist. Jetzt bist du ein Superverräter. Wir haben doch angefangen. Wir haben doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren es nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben. Eric, du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf. Dein Okay. Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Timmy hat uns eben Spastis genannt. Na gut, du bist Kerl. Wichser, kümmert euch um diese Arschratten. Zu gut, Alter. Der Timmy. Es ist ein großer Fehler, sich mit Conan Friends anzulegen. Ihr braucht schon Physik. So, also neuer Plan, ha? Damn. Mal auf, wenn ich dran bin. Spricht nichts gegen solide Prügel. Ja, schon, Bro. Ich könnte sie auch immer wieder sehen, Mann. Cartman ist kein Teamspieler. Ich bin Wonder Twig, Verfechter der Gerechtigkeit. Wonder Tits. Nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten. Das war auch lahm. Ja, Mann. Scheiß Laser. Hm. Hier kommt dein Tod. Braucht keine Luftlandung. Auto. Als Maul, das ist Civil War, Arschloch. Okay. Super, Craig zur Rettung. Wieso geht das nicht? Aha. So sieht's aus, Pyjama Pals. Bam. Denkst du, dass das Leben dich für deine Arschigkeit bestraft? Nein. Ich lasse es jetzt krachen. Cooper Tornado Warnung. Vielleicht bringt dich das zur Vernunft. Ja, doch, bei ihnen eigentlich schon Civil War. Gut, was du tust. Weil... Aber gut.
Weil das ist ja so halt ähnlich wie beim Film Civil War. Sie sind eigentlich zusammen eine Gruppe so, haben sich dann aber in so halt, ja, you know, man. Hast doch den Film gesehen? Das Gute an den Freedom Pulse ist, dass wir merken, wenn wir dran sind. Das gibt garantiert eine Narbe. Ich werde über das Böse triumphieren. Und damit meine ich dich. Baby. Kite, du bist im falschen Team. Los, Nein. Angriff aus dem Hinterhalt. Zeit wird mir fehlen, vor allem beim Strandurlaub. Können wir das vielleicht mal hinter uns bringen? Ich scheiß auf deine Freedom Pals. Jetzt kriegst du eine Abreibung. Recht bewahren, Unschuldige schützen. Super Tornado aktiv. Denkst du immer noch, ihr seid die Guten? Ja. Du kämpfst auf der falschen Seite. Nein, tu ich nicht. Aber ich habe gerade so gemerkt, ich habe überhaupt nichts um mich heilen. Ist noch voll scheiße. Wahrscheinlich muss ich wieder neu starten. Ich muss mir zuerst einmal noch irgendwelche Heiltränke und so machen. Kümmern wir uns ums Wetter. Ruhe in Frieden, Kuhnfreund. Tupperdose hält alles frisch. I. Du musst nicht auf ihrer Seite sein, Neuer. Ja, müssen nicht, nein. Auf jeden Druck. Blitzzeit. Lass dich aus. Ja, nein, ich habe eigentlich schon gemeint, den richtig gesehen, den kompletten Film gesehen. Aber wenn du es nicht hast, dann musst du ihn unbedingt noch schauen. Ja, den muss ich auch noch schauen, Mann. So, also jetzt das mal nicht verkacken, ha? Mhm. So. Dann da. Mhm. Okay. Warte kurz, ich spiele auf, habe jetzt gerade auf heroisch gestellt, glaub. Kommt mir vor, als würde ich schon...
Oh nein. Ja, aber ich stelle jetzt gerade auf heroisch. 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ah, warte, muss es jetzt zuerst noch annehmen, ha? Ah nein, ist gut. Okay. Wir sollten als Duo arbeiten, erinnerst du dich, Quick? Ja, ich weiß. Du hättest mir folgen sollen, als ich Coon and Friends verlassen habe. Ich mag Coon and Friends. Weil du deine eigenen Filme hattest. Zum Glück bist du hier. Die gehen voll ab. Super Quick musste Filme haben, bevor Wonder Creek vorgestellt wurde. Es hätte sonst keinen Sinn gemacht. Und die ganze Gruppe macht keinen Sinn. Weil du ein Verräter bist. Jetzt bist du bei den Superverrätern. Ihr habt doch angefangen. Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere. Wir waren es nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben. Anscheinend, ja, Bro. Du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf. Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Ich schwör, beste Szene, Mann. Und das Smile nachher, ey. Kümmert Kümmert euch um diese Arschkratten. Es ist ein großer Fehler, sich mit Coon and Friends anzulegen. Na dann, K halt K Bein hoch. K Wie ein Witz. Denkst du, dass das Leben dich für deine Arschigkeit bestraft, Quick? Quick ist verletzt. Überraschung. Hier blitze ich einen. Oh, Lahm. nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lamarsch aller Zeiten. Das war auch lahm. Kite, du bist im falschen Team. Hier kommt dein Tod. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Echt düster, Alter. Ja, schon, Mann. Auto. Halt's Maul, das ist Civil War, Arschloch. Genau, geh du weg. Oh, bin ich dran? Ja, Bro, du bist der Ja, Mann. Komm, Meinst du, das juckt mich? Genau danach sieht's aus. Stell das auf Bootstrap-Rap. Ich lasse es jetzt krachen. Heilung in 0,3 Sekunden. Das ist Geld erwischen. Aha. Der Müll wird euch verwirbeln. Freedom House. Bam. Ah, ich muss mir dann als nächstes Ding da... Als nächste Kraft schon wieder den Brutalist holen, man. Der ist zu geil gewesen, man. Heiße Braut im Bikini. Hier kommt Mysterio. Los. au Gott, ich brauche einen Kaffee. Ich bin dran. Megafaustschlag. Recht bewahren, Unschuldige schätzen. Super Tornado! Bereit, Gas zu geben. Ja, aber erst einmal... Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Oh. Zu gut. Überleg dir gut, was du tust.
Wow. Das Böse triumphiert. Und damit meine ich dich. Das wird noch eine Weile britzeln. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich... Ja, Mann, in die Fresse. Haha, still, Kenny. Spaß. Bam. Genau, wer braucht schon Physik? Kein Sau, Mann. Oh, ist die Leidenschaft. Du musst nicht auf ihrer Seite sein, Neuer. Ja, müssen nicht, aber ja, Alter, sicher ist Mysterio und Kenny. Was ist das für eine Frage, Bro? Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Lass dich nicht von Karten enttäuschen. Gut, kümmern wir uns weiter. Ah. Da, vergiss. Bam. Jetzt kriegst du eine Abreibung. Jetzt aber schnell. Bravo, gute Arbeit. Ach so, okay, ja, Bro, aber dann schau doch auch mal South Park, Mann. Es gibt so geile Folgen von Coon and Friends, Mann. Gute Arbeit, Neuer. Allmählich hast du den Dreh raus. Warte mal, was ist mit Cohn? Oh, scheiße, schnell. Cohn, was ist passiert? Timmy ist davon gekommen? Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Nein, wirklich, Leute. Er hat den Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Ich schau South Park die ganze Zeit, Mann. Oh, er hat Timmys Handy. Badass. Und ich hab Durst. Badass. Ja, ja, Dora ist natürlich auch hammergeil, aber ja, South Park kann man sich wenigstens noch geben. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Instagram folgen? Ja, das bin ich. Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Okay. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Ja, okay, okay, ich komme. Alles klar. Warte, ich sollte mich vielleicht umziehen für das. So, gehen wir als Wagni. Wagni am Start auf die illegale Jagd. So ein Scheiß. Wie du willst, also überlasse ich ganz dir. Wie gesagt, es geht mir wirklich nicht um Abonnenten, so kannst du gern machen, wie du willst, also bin nicht traurig drüber oder so, wäre schon cool, aber musst auch nicht, wenn du jetzt keinen Bock hast oder so, voll easy. Aber ist schon chillig, dass du die ganze Zeit mitschaust, passt schon.
Ich hoffe, verstehst du wenigstens auch ein bisschen etwas so. Sascha könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Und ab zum Bürgermeister. Hallo. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von South. Du freust dich sicher, hier zu sein. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz... Ja, Bro, die hat immer grüne Haare, Mann. Das ist bei der ganz normal. Hervorragende Arbeit, weiter so. Wer hätte nicht gern ein Foto mit der allerwichtigsten Frau im Städtchen? Ja, ich, aber ich muss. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folge ich dir auch nicht. Chefin folgt mir, aber du Arsch. Machen wir ein Foto, zukünftiger Wähler. Alter, du Spast! Wird dieses Selfie noch was oder Fresse. nicht? Im Namen des Bürgermeisterbüros. Aber ja, ich nehme gerne an Social Media Aktivitäten teil. Das ist so wichtig. Ok. Gut, so, also, warte. Schön, dass das nie jemand stört. Was geht mal? Fick dich, Schlampe. Hallo. Es ist Zeit für Blitzwing. Ja, Mann. Rechtschaffen. Okay. Wenn du meinst. Bitteschön. Ja, Mann. Er ist in Wahrheit so ein kleiner, aggressiver, ja, Halb-Ironman, sozusagen, ja. Er ist schon, wir haben ihn unterschätzt und er kann mächtig, mächtig furzen. Fick. Meine. Eier. Mom. Mist. Fick. Dich. Pisse. Esel. Kack. Eier. Mist.
Toll. Dicht. Mom. Oh, 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 jetzt, Bro, jetzt. Ah, da bist du ja wohl der Arsch. Na gut, an die Arbeit. Was hast du gefunden, Super Craig? Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier gestanden hat. Bernie-Style, einfach vorne raus. Welche Frauenshausbank hat einen Penistante? Ich weiß nicht, Moskito. Aber die Freedom Pairs glauben wohl, sie ist der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pairs sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pairs Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Hör mal, wenn du ohne Friends willst, musst du lernen, wie man kommunizieren. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Arme Bernie. Er ist Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Carmen, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle. Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es nicht. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanz-Tattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, gut, Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig, Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Okay. Nein. Ich will mein Kostüm abhalten. Warte mal kurz, Bro, muss da kurz zurückschreiben, dann kann ich Nachrichten wieder anschauen. So, gut, sorry, dann gehen wir da mal raus. Und in welche Richtung muss ich? Der. Komm, Lizis, ich hab Bock auf Pornos. Ja, genau, lauf nach Hause zu euren Mammis. So, bin gerade fertig mit Schreiben, tut mir leid. So, gut, dann mal schauen, was hast denn du jetzt da so geschrieben? Ach so, bist gar nicht beides du gewesen. Okay, ja, kein Problem, und ich weiss, für Leute, die nicht Schweizerdeutsch reden, dann Schweizerdeutsch auch witzig. Ist kein Problem. So. Ja, gut,
Okay, ja, legen wir es ab. Wow. Wie kommt die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Ja, ich habe gesagt, wir wissen von den Gender-Problemen unseres Kindes. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas wirst du mir von einer zugedröhnten Giftnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Ja, voll schon ein bisschen. Du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz! Hast du schön draußen gespielt? Ja, ja, sehr schön gespielt. Ziemlich müde. Ich geh dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Hat sie mich gemeint mit Kiffnase? Weißt du, dann will man mal so ganz in Ruhe ein Game spielen, denkt sich nichts Böses und dann wird man einfach beleidigt dafür, dass man ein Kiffer ist. So mies, dabei machen mir Kiffer gar nichts Böses. Ah, sorry, ich habe mir jetzt gerade einen Bon gönnen. Das hat mich jetzt gerade so schwer geschädigt. Oh Mann. Alter, schlimm, schlimm. Yay, gechillt. Dankeschön, Alerus. Oder, wie spricht man das aus? Muss ich das Englisch aussprechen? Oder Deutsch? Oder... Egal, merci. Ja, Bro, ein Bon reinziehen ist ja auch nichts Böses, also von dem her. Es macht nur so gechillt und müde und... Und man muss husten davon. Und ja, es macht im Hals nicht so einen geilen Geschmack. Aber mit der Nase hat das überhaupt nichts zu tun. Wie kommt die auf Kiffernase, Mann? Oder Kiffnase, was auch immer. Nein, nicht Böses ist in Bon. Böses ist im Busch. Muss es schon richtig aussprechen. Ja, okay, das ist doch voll geile Idee, Mann. Finde ich gut. Machst du ein Trinkspiel aus meinem Stream? Das finde ich Hammer, Mann. Habe ich auch schon bei ein paar Streamern gemacht. Macht immer voll Spaß. So, aber ich zocke jetzt gleich einmal weiter, dass ich da auch genug zum Labern habe, dass du mich auch mal nicht kannst verstehen, so. Und ja, dann wird das witzig. Saufen, saufen, saufen. Du willst nicht hungrig ins Bett gehen. Okay, ja, ist gut, dann friss ich halt zur Nacht. Ist ja gut, Alter, alles klar, dann halt. So, essen. Hey, dort hat es etwas in meinem Essen drin. Etwas Weisses, ist das ein Maden gsi? Voll eklig, Mann. Ja, weißt du, Ruben, würde ich ja gern, aber Bro, da gibt's ein kleines Problem. Ich selber rede nicht allzu gut Schweizerdeutsch. Ja, ja schon. Also sobald ich eine Zeit lang irgendwie an einem Ort aufhalte, wo dich an Dialekte und Akzent musst gewöhnen, dann ist Schweizerdeutsch eigentlich gar nicht mehr so schwer zum Verstehen. Es unterscheidet sich halt eigentlich nur
bisschen vom Hochdeutschen. Nicht gross. Wir haben ein paar Wörter, die wirklich komplett anders tönen, aber die meisten tönen eigentlich ziemlich gleich. Ja, eben, wie der Kollege da sagt, Zürichdeutsch halt, ist halt das beste Schweizerdeutsch. Das einzig Wahre. Nicht auf die anderen scheiß Kantone hören, es gibt nur uns, Mann. Oh, der Kuhn. Ja, voll, das ist so. Aber das Gute ist, wenn du eben gut Schweizerdeutsch reden kannst, dann verstehst du eben auch Bayerisch eigentlich sehr gut. Wow. Werni am Start, auf die illegale Jagd, auf die illegale Jagd, ist der Werni am Start. Er ist knallhart, auf die illegale Jagd. Habe ich schon gesagt, egal. Schulz. Hey, ich schwöre, wenn ihr gerade nicht Schulz gesagt habt, ich finde euch schon irgendwie so. Also Ruben, dich sehe ich ja eh morgen. Ja, ist gut. Super, Werni hinfort. Ich bewege mich ja. Aber ich will zuerst wieder bei meinen Eltern reinglotzen. Weißt du, so durch die Türspanner. Oh, geht nicht. Skål! Saufen, Bruder. Oh! Oh! Schau dir das an! Oh! Da steht der Bombe! Oh, die sieht fast aus wie meine, nur ist meine blau. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich muss auch noch mal eine rauchen. So schön, so schön. Ach, zu gut. Ich schwöre, weißt du, das Spiel, es sagt mir immer, was ich machen soll, Mann. Ich finde das voll geil. So, Smoke, es sagt mir jedes Mal. Smoke, jetzt, los, smoken. Super high. Ah, da liegen sogar noch 2 angefangene Joints. Kann ich die nicht mitnehmen? Komm schon, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Es geht nicht. Wenigstens so eine kleine Blüte. Die da, komm, die willst du nicht vermissen. Boah, du Arsch. Ja, ich bin Einbrecher. Bam. Ah, bin nur ich, der Super Werni. Super Werni. Nein, bleib draußen, bleib draußen. Und ciao. Okay, der ist scheiß zu viel. Ich bin out. Captain Diabetes, Alter. Mit Super Diabetes-Kräften. Alter. Captain Diabetes, Mann. Der Beste, Alter. Captain Diabetes. Oh mein Gott, Mann. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Ich will den Schlüssel, du Kackratze! So, jetzt fight er gegen den Drunken Randy, Mann.
Ja, Mann, aufs Maul. Bam! Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Oh, das tut mir leid, aber ich kann das Gefühl, ist natürlich schon scheiße. Könnt auch alle mitkommen. Du fährst. Alter. Kein kleine Kindschla, Bro. Uncool. Welchen machen wir? Machen wir den. Ah, bam! So ist es also. Sieh zu und lern. Ah, du lügst doch, Alter. Sicher kennst du das Gefühl, Mann. Scheiße. Ich hab keinen mehr sitzen. Also gib mir doch einfach einen. Ohne hinzufahren? Wow. Voll in die Fresse. Na los. Also, ich finde das voll easy, wenn man jemanden fahren lässt, der besoffen ist. Gell, Alerus? Also, wenn du heute noch willst fahren, mein Einverständnis hast, hau rein. Viel Spaß beim Fahren. Ich nehme dir den Schlüssel nicht weg. Sogar scharf. Ich hab nen Schild. Bam. Schild. Dann los, Diabetes. Immer der andere Penner da. Ich bin nicht Ich bin Wunderarsch. Jetzt bin ich hier. Und gegen 11 sollten Sie nicht an zum Autos ranreiten. Irgendwo ist es immer 11. Ja, Mann. Stimmt schon. Ja, bam. Bleibt bei mir und damit basta. Ich mach Sie fertig. Ich bin Bamli. Bam. Sowas macht man nicht. Hey, ich kann euch auch Süßigkeiten mitbringen. Ich brauche nur den Autoschlüssel. Danke, ich hab Diabetes. Mein Sidekick regelt das mit Licht. So. Dann würde ich sagen, gibt's jetzt noch Härte Diabetes Superpower Action. Go! Diabetes Action, Mann. Wie bin ich hierher gekommen? Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Desmond der Mumper. Und stirb! Ja, voll, mach das. Gute Nacht, Alter. Schlaf gut. Ja, Bro. Desmond der Mumper. Hast schon richtig gehört, Mann. Wasser. Etwas sehr Gutes. Das ist immer perfekter Gegenpol zum Smoken, so. Jo, voll. Und so weiter. Ja, halt die Fresse. Wir haben dir erlaubt, sie zu benutzen. Okay. Zucker und Zucker haben wir dich sehr gut, Sidekick. Ja, Bro, Wasser natürlich. Immer. Wasser. Muss sie. Kein Geheimnis verstecken. Humankind. Der Kuhn sagt, meine Mama hat nach meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Wenn ich würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich sie erwarte. Nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch.
Alter! Furze macht ihn wütend, Mann. Alles klar. Also man bekommt anscheinend laut dem Cartman Diabetes, weil Mutter furzt bei der Geburt. Ja, das tönt doch sehr wissenschaftlich. Ja. Oh Mann. Alter, der Cartman, einfach eins zu viel, Mann. Ja, schon. Ich hab keine Angst. Ich bin damn unbesiegbar. Nein, nein, sicher nicht. Genau so ist es gewesen. Alter! 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 I! Was? Alter! I! Ich kann Ihnen ins Gesicht furzen. Oder auf die Eier. Gib ihm. I. Ja, weißt du wie? Mega gern. Saugeil. Alter. Die Leute, Mann. Alle umbringen. Werni regelt das. Alter. Wenn man das am Werni erzählt, der wird so rausrasten, Mann. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid. Tritt zur Seite, Bürger. Ich bin Captain Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Macht eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Was soll ich tun? Hey, jetzt verpisst euch endlich! Hey, labern könnt ihr auch draußen. Friss. Nein, da. Friss mein Furz. Und ihr seid zu jung dafür, also verpisst euch. Das ist gemein. Das ist voll fies. Ich will Titten sehen und der lässt mich nicht. Er lässt mich einfach nicht. Es gibt sicher einen anderen Weg. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich muss Titten sehen. Wie komme ich dort hin? Ich will die Titten sehen. Hintereingang. Auf jeden Fall, Bro. Alles für die Titten. Okay. Okay. Ja, Bro. Wir sind halt fucking Dings da, Bums da, wie heißt das? Gedankenleser und so. Wir wissen einfach alles. I'm a fucking mage.
Hallo? Ja, ich schaue ihm beim Pissen zu. Ja. Und das ist schön. Ich muss mich konzentrieren. Oh Äh. Mann, der Winkel noch. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Yay! Herrensoße. Geil, ich habe Sperma eingesammelt. Ich bin der King. Alter. Hey, bist du nicht ein bisschen jung, um hier zu sein? Als ich jung war ich genau wie du. Schon wieder, wenn du volljährig bist, dann Ich will nicht an deine Implantat nuckeln. Was bist du für eine, Mann? Ach, der Implantatnuckel. Ey, was läuft mit der? Alter. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich habe gerade meinen Controller ja nicht gerührt. Das ist jetzt so eins zu viel, man hat das voll verhängt. Das... Oh, Alter. Einfach nicht. Was soll man da noch dazu sagen, Mann? Ich will da gar nichts dazu sagen. Einfach nicht. Nein. Okay, dort oben hat es etwas zum Einsammeln. Da hat es aber auch noch etwas. Ach komm schon, lass mich doch dort hin. Hätte ich das vorher müssen einsammeln. Okay, ja gut, dann halt. Holen wir noch das da. Gib's mir. Aha. Okay. Alter! Zu viel. Einfach zu viel. Wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger. What? What the fuck? Wieso? Wieso ist das verficktes Baby? Alter. Ja, der Werni hat ein richtig komisches Hobby. Wir müssen ihn morgen mal fragen, was mit ihm los ist. Ey. Provozier mich! Doch. Nur der Geruch dieser scharfen Dame macht euch schon kirre. Cinnamon! Herr, geiler Sound, kann man voll abgehen. Aha. Dancer.
Abgehen. Party. Ich stehe auf klein. Du nimmst die mit dem Sprachfinger. Okay, dann wird's Zeit für ein Level. Also, so besoffen, dass ich kleine Buben für geile Stripperinnen gehalten habe, bin ich jetzt also echt noch nie gewesen. Haben die Herren jemals einen Tanz von einer Lady mit Penis-Tattoo bekommen? Hey, wir sind nicht zum Quatschen hier, Baby. Ja, ich sag gar nichts, bevor ich nicht ein bisschen Action im Schritt bekomme. Oh nein, voll. Ich habe das alles vergessen. Es tut mir leid, dass ihr euch das jetzt anschauen müsst. Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Wie geht's? Was für eine Aktion war das denn? Zahl ich aber nicht. Ist ja gut. Oh nein. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Ich muss gleich kotzen. Scheiße! Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Alter. Oh nein, hör auf. Lass uns Alter. Quatschen auch nicht. Also, was macht ihr so beruflich? Und habt ihr mal mit einer Lady mit Penis-Tattoo getanzt? Ist euch dieses Penis-Tattoo so wichtig? classy. Hey Ruben, du weißt, was jetzt dann bald kommt, oder? Deine Lieblingsszene, Mann. Wir haben den Namen. Was soll das heißen? Ihr könnt uns hier nicht einfach sitzen lassen. Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Ihr bleibt mal schön hier. Ich bin keine gewöhnliche Stripperin, ich bin Captain Diabetes. Mein Sidekick und ich haben unsere Verkleidungskünste genutzt, um euch Informationen zu entlocken. Damit kommst du nicht davon. Ja. Kurz trinken, dann mache ich. Oh Scheiße, mit meinem Ständer kann ich kaum laufen. Alter! Bis jetzt nur angefurzt. Bam! Da zahlt man satte $20 für eine Edelstripperin und dann das. Ja, also ich verstehe, dass er sauer ist. In Ländern, in denen Ständer staatlich subventioniert werden. Ihr hört gleich nerven. Lass uns mal einen Tanz zulegen. Wir müssen zu classy. Ah, halt die Fresse, du, Mann. Das ist so eine grusige Transe-Stripperin, ey. Die habe ich schon bei der Folge ein paar Mal gesehen. Hässliche die, Mann. Ich kenne eine in Kambodscha, bei der zahlst du für einen Ständer und sie bringt dir noch kostenlos Kickboxen bei. Wie kannst du es nicht damit? In Thailand hat mir einen Ständer verpasst, Oh. der selbst einen hatte. Oh nein, Sidekick, das mit dem Lapdance war ein Fehler. Ich rufe die Verbraucherschutzzentrale an und sag denen, dass du ihn nur halb live gemacht hast. Ja, nennen wir sie, glaub mal S, das tönt gut. Vor der Finanzkrise hast du einen Ständer plus Bier für $2,99 bekommen. Man kriegt kaum noch einen anständigen Ständer für sein sauer verdientes Geld. Ich habe einen Happy Hour Coupon.
Nur für mich und 4 Kumpels. Da krieg ich 30% Rabatt auf jeden Ständer vor 19 Uhr. Hey, hat man doch nicht beigebracht, keine Schnüfflerin zu schlagen? Total unangebracht. Du hast keine Ehre. Diabetes Power! Ich kenne einen Stripclub mit nur einem Dollarzeichen auf ihr. Oh nein, ich sterbe. Du musst mir helfen. Du hast dein letztes Aufgesattag. Jetzt überlebst du nicht. Ja. Niemand furzt mir auf die Eier und kommt ungeschoren davon. Doch, ich. Dein Angriff steigert nur meinen Zorn. Hallo. Die Herrschaften sollen sich an den Jo. Geschäftsführer wenden, wenn sie mit dem Lapland-Angebot in Peppermint Hippo unzufrieden sind. Ganz genau. Gute Arbeit. Okay, zurück zur Bühne. Okay, Leute, ich hoffe, ihr amüsiert euch. Vergesst das Trinkgeld für die Kellnerinnen nicht. Und wenn ihr schon dabei seid, spendiert dem DJ doch gleich noch einen Drink. Und jetzt gibt's heiße Action mit Esmeralda. Verstehe. Der DJ ruft die Namen von den Bitches und dann kommen sie auf die Bühne. Los, wir müssen wissen, wie der DJ abfällt. Ich hab... Meine Mutter läuft immer Gin Tonics, bis sie umfällt. Wir mixen den DJ ein und tun irgendwas Starkes mit rein. Dann haut es ihn um. Unsere nächste Tänzerin muss ich nicht groß vorstellen. Sie ist ein Ah, ja, voll eklig. Moment. So, Kommt, Leute, ich hab vor über einer halben Stunde einen Drink bestellt. das ist so scheiße eklig, Mann. Vielleicht geht doch irgendwas. Ah. Ist das widerlich genug, um den DJ außer Gefecht zu setzen? Ja, verdammt ist es. Aha. Oh Gott. 14! Hm. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Aber nichts macht mich wütender als 14. Sie erwähnen den tiefsitzenden Sound, den ich mit mir herumtrage. Ausgerechnet 14. Aber das wird den DJ nicht genug außer Gefecht setzen, um Classy zu rufen. Okay, Leute, jetzt lasst mal ordentlich was hören. Vergesst nicht, euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne gibt es gleich Halbtheater. Ja, dein DJ Spezial, Mann. Spezial. Genau, Leute, auf die Bühne mit Classy, mit einem DJ Spezial. ihr aus dem AfD Senior. rauswirken. Classy. Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran. Warte mal, du bist nicht der DJ. Das muss sie sein. Oh shit, das sind Undercover wohl. Ihr da. Ich freue mich schon so gar nicht, Mann. So überhaupt nicht.
Einfach so null. Sie ist hier lang gerannt. Und das muss ich mir merken, da hat es noch einen Raum, wo ich dann mit dem Butters kann auftun. Voll easy, geile Sache. Und das kann ich einfach so. Gib's her. Verbogene Stripperstange. Was ist da? Flasche mit Damenparfum, Klebeband und Tortilla. Die beiden sind hinter mir her. Helft mir! Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, ist gut. So weiter, Lady. Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Stripperin verhören. Wenn ihr Genau. zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Ruhig doch. Tanzen! Hey Leute, euer DJ ist wieder da mit einer Spezialshow für euch. Die zwei Arschlöcher, die mir in den Drink geputzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgehen. Ich hab dir einen Drink gefurzt und du hast es getrunken. Haha. Oh, leck mich. Dieser Nahkampf-Scheiß ist nichts für Classy. Warte. Okay, chill. Ja, mach Visier mal da. Diese Bullen sind scheiße zäh. Und diese Dame bringt euch die Flötentöne per Fellatio bei. Fuchsia! Alter! Oh, Mama, weg von meinem Sidekick. Hey, den Scheiß lassen wir uns von 10-Jährigen nicht gefallen. Wir sind 8, die Bitch. Ja, Alter. Muss man ja zuerst mal können, Mann. Gekillt. Je. Ja, Brudi, ich weiß, vor allem bevor die andere Fotze kommt, Mann. Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grundfeste, Alter. Tch. Gleich haben wir die. Weiter so. Mach die fertig. Hartnäckige Bullen. Als Vertretung aus der Früh schickt Blaze einen kräftigen Applaus bitte. Und hey, können wir das Licht etwas runterdrehen? Tch. Lust auf einen Lapdance? Au. Bitch. Kein Grund, garstig zu werden. Jetzt geht's los, Lady. Au. Sie zerquetscht eine Wassermelone zwischen den Schenkeln an das Fächer. Ah, Die einholen. Gefällt euch, was ihr seht? nein. Prügelt die Windel weit. Furzpower. Der allmächtige Furz. Kein Plan, Alter, kein Plan. Nicht nachlassen. Ja, look da, dir geht doch wenigstens einigermaßen. Es ist einfach schwarz. Ich prügel dich wie ein Hund, Bulle. Captain Diabetes ist kampfbereit. Diabetes im Anflug. Ich hab mich auf dich verlassen, Bitch. Diese Mini-Bullen drücken mir auf die Pelle. Du schon. Ja, sowieso. Nehmt euch in Acht, Leute. Sie ist die unbestrittene Titanin des Twerkens. Sagt Hallo zu Trixie. Ich äußere mich jetzt nicht im Internet dazu. Los,
Patches anlegen. Du weißt, wo du dir das reinschieben kannst. Ih. Oh, Chantal, da hast sie, Mann. Chantal le Grande Popo. Ah. Nein, bin ich nicht. Bin ich eindeutig nicht. Das bin ich so etwas von nicht. Ich bin so gar nicht bereit, Mann. Oh, verpiss dich bloß mit dem Arsch. Ja. Oh Gott. Bro, ich muss dann nachher antworten. Jetzt gerade kann ich nicht. Schau da, die Zeit drücken und so. Aber doch, jetzt kann ich noch. Ah. Ja, voll. Im Deutschen heisst sie Chantal le Grande Popo. Komm her, Baby. Wow. Komm weg, Baby. Nein, ich will nicht in der Arschhölle landen. Nein, schnapp sie dir nicht, Chantal. Chantal, heul leise. Nein, danke. Nicht das Angebot, aber nein. Gute Nacht. Dem Hinternen kommst du nicht, Schätzchen. Gute Nacht. Autsch. Ihr Winzlinge werdet aufgehen und in der Arschhölle landen. Nein, das denke ich nicht. Ih, jetzt hast du, was ich hab, du Grusige, Mann. Fertig oder nicht? Ich komme. Oh. Bah. Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß. Sorry, Ladies, hier kommt man anders wieder. Weg hier! Ja, Mann. Der Feuervolksbumm Knatter Ultimativ Kampfbums Dings da regelt. Bam! Alter, das ist so eins zu viel, Mann. Nein, brauchen wir nicht, schon gar nicht von dem Arsch. Alter. Weg! Ja, Mann, gewohnt. Geschwind gewinnt. Hey, das ist mein Arschgesicht, die Bullen sind da! Was? Schnell, hier rein. Schwert ab. Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze. Ja, Bro, First Try, Mann. Oh, und da ist eine First Try gestorben.
Das ist ein bisschen scheiße gelaufen für ihn. Ja, ach. Ja, Schild hochheben, bist lustig. Ja. Oh ja! Sogar mit meinem Zuckerkorn schaffe ich das nicht. Oh Gott. Das war zu viel. Ich brauche mein Insulin. Ich brauche mein... Oh nein. Oh Gott. Mein Insulin ist alle. Du musst mir helfen. Ich habe Apfelsaft getrunken und kein Insulin mehr. Ich sterbe gleich an dem Zuckerschock. Ich sterbe. Oh Gott. Mama. Mama, ich sterbe. Jemand muss mir helfen. Bitte. Hier ist der Kuh. Wie läuft es bei euch? Alles cool bei euch? Gut. Weiter so. Weißt du, was meine Firma will? Frisch zubereitetes Tex-Mex. Aber nicht einfach irgendwelches Tex-Mex. Es muss schon was Besonderes sein. Du weißt, was du zu tun hast, Wunderarsch. El chorrito! Ja, Bro. Alter, Wagnis ultimative Furzpower. Warte mal, was ist passiert? Ich wäre an Überzucker gestorben. Das war ein helles Licht. Gott reichte mir seine Hand. Dann ist nicht mal ins Gesicht gefunden und ich bin wieder da. Immer noch voll in der Nase. Wow, du kannst mit deinen Sachen Zeit schicken. Hammergeil. Okay, kümmern wir uns um Claire. Freunde, wir haben sie gefunden, aber sie ist ins italienische Restaurant geflüchtet. Brauchen Verstärkung. Wird gemacht. Alle Kuhnfreunde, los geht's. Und ich habe gesagt, weißt du, was dein Problem ist? Du bist Alkoholiker. Nicht dein Ernst. Doch, ich habe gesagt, du schaffst keinen Tag ohne Whisky, du alte Schlafdrossel. Bro, ich glaube, das gibt's auch nur in dem Game, Mann. Alter. Ich verstehe nicht, wie diese Leute sich jeden Tag abschießen. Tut mir leid, aber wenn du dir einen Katzenarsch ins Gesicht drückst, bist du offensichtlich mit deiner Ehe unzufrieden. Ja, meiner Meinung nach haben eine Menge Drogenabhängige einfach nur Probleme in ihren Beziehungen. Wahrscheinlich Drogen, die sich zu, weil sie sich von ihrem Partner eingeengt fühlen. Das muss schrecklich sein. Alter. Ist jemand an der Tagesordnung? Da sind sie. Und das Mädchen. Keine Ahnung. Habt ihr sie nicht gesehen? Nee, wir mussten noch Uhren vergleichen. Nein, wir haben die Speisekarte durchgeschaut, weil Carmen noch was essen wollte. Das Verbrechen lässt sich nicht mit ihrem Magen bekämpfen. Das lernst du auch noch. Ja, klar. Sie können nicht abgehauen sein. Sonst hätten wir sie bestimmt gesehen. Dann ist sie vielleicht in der Küche. Okay, sieht mal nach. Ruf, wenn ihr Hilfe braucht. Ich esse erst mal ein paar Cressini. Hey, Puselikundi, können nicht ewig warten auf die Pasta con Pomodori. Hey, sofort raus hier. Aufs Maul. Super, Craig. Super, Craig.
Ja, Bro, ich beende jetzt auch mal den Stream, Mann. Also nach dem Kampf da. Also in dem Fall, schlaf gut, ja. Peace, morgen. Ciao, ciao. So. Jo, dann haben wir jetzt mal dann Zuschauer weniger und somit glaube ich gar keine mehr. Aber wir machen da natürlich gleich weiter. Ja, Kampf starten. Okay, die echten Helden sind jetzt da. Ja, die echten Superhelden eilen zur Rettung. Mhm. Natürlich, echte Superhelden. Wow, geile Sache, Alter. 200 Kommentare in einem Stream, Mann. Geil, geil. Hast du gut gemacht, Senior. Dankeschön. Also, Brudi, schlaf gut, Mann. Meine auf der Arbeitsaufzeit. Geil. Nenn mich nicht kleines Stück Scheiße, du kleines Stück Scheiße. Ja, das ist ein guter Bluter. Haltet eure Drecksgriffel von unserem Wein fern. Mhm. Den Fettabschneider gereinigt? Immer erstes Mal. Ich messe dich mit Wein und hol dir dann deine Fettleber. Das nennt man Weichklopf. Ich röste dich richtig durch. Oh Gott, Outlaw hat Scheiße, ich blute alles voll. Ich würde ungern bei der Winterparty. Oh, bam! Okay, okay. Ja was, nur noch ein weiterer Fleck. Fick dich doch, ich geb dir einen Fleck, Mann. Ja, Mann, werden wir doch alle. Bam! Sag mal, hast du zugenommen? Wow, nett. Jetzt kannst du was lernen, Feuer. Und der Rest versucht nicht zu sterben. Aha. Glaube ich nicht. Ich zeig euch gleich, warum Kinder hier nichts zu suchen haben. Ich verarbeite dich zu Parmigiana. Ja. Das sollte dein Kollagen zerlegen. Gleich seid ihr ein Hygieneverstoß. Das ergibt keine Sinn. Stillhalten! Willst du noch ein Creme Fraiche Bukake dazu? Nein, danke. Ich sehe seinen haarigen Nippel. Ekelhaft, Mann. Wenn ich noch kriege, was ab? Ihr müsst alles spüren. Mach sie glatt! Glatt, was auch immer. Federfaust glatt! Bam. Durch die Macht von coolen Friends. Zeig ihm, was du drauf hast. Ja, Mann. Und Super Cyclops Power aktivieren. Oh, bam. Der Kuhn wird euch Gerechtigkeit lehren. Kuhn Power. Nein, Mann. Nicht da Pasta und Scalopini. Kuhn Power. Ja, doch, das ist eine gute Idee. Machen wir das. So, ja, voll geil. Überall die Bilder, was er da auch immer labert und jetzt kratzt er das Zeug und bam, bam, bam. Ja, voll, Brudi, voll. Man nennt mich auch den Pfannenschänder.
Platte wie eine Pianine. Hex und ab. Oh, mia Mama, ich mich fühle wie eine Lamm in die Schlachthof. Bam. Hey, das lasse ich mir nur vom Küchenchef gefallen. Auf Sie, Hundearsch. Aha, ja, ich kann nur noch das. Ja, würde ich sagen, machen wir das mal. Ja, es ist so eine spezielle schwarze Judenmagie. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Oh. Aufgepasst, Neuer. Das wird richtig sexy. Wirkt's das? Glaube ich nicht. Muss nämlich weitergehen. Achso, der Runde weitergehen, you know. Ernst, Supercraig? Ja, nicht. Nein, Mann, für was auch? Keinen Kampf vergessen, Diabetes. Okay. Ja, ja. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Mhm. Ich schicke dir die Pizza. Heim zu Mama. Ah. Ich bin dran. Und was soll ich jetzt machen? Geben wir ihm wieder. Ja, komm, einfach wieder so ein Fußpunch, Mann. Bam! Nicht schlecht, Supercraig, aber nächstes Mal mit mehr Haltung. Okay, von mir aus. Abgemacht. Ja, das ist doch eine super Abmachung, Leute. Das finde ich schön, dass ihr euch da so schön könnt einigen. Ah, dort komme ich gar nicht an. Okay, ja gut, dann machen wir diesen da. Bam! Sehr gut, Hundearsch. Ich lieb meine Eier in deine Soße. Nicht meine Ja. Also, look, Broken Skull. Ich habe doch extra oben dran im Titel geschrieben, was es für eine Sprache ist. Das ist Schweizerdeutsch. In der Schweiz oder in der Schweiz sprechen wir so. Hm? Hoffe, hast es ein bisschen verstanden so. So, also zurück zum Spiel. Ja, musst nur ein bisschen dir Mühe geben und hinhören, dann solltest du eigentlich das meiste verstehen von dem, was ich sage. Viel Glück dabei. Oh, wieso bekomme ich kein Grissini? Voll mies. Oh, hohe Kunst. Bitteschön, mache ich gern. Wach auf, Supercraig. Bleib bei der Sache. Okay. Captain Diabetes mischt wieder mit. Diabetes Power am Start. Schön. Bam. Oh, wow. Habt ihr das gesehen, Leute? Du hast getroffen. Ja, Mann, habe ich. Nein, aus mir machst du gar nichts. So. Dein Zug gehört jetzt unentwegt. Voll. Und aufs Maul. Los geht's, Furzlord. Okay. Ja, was? Das macht ja voll wenig Schaden, Mann. Ja, dann machen wir aber gescheiter diesen da. Nicht schlecht, Neuer. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Sure. Okay. Nice. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Schau, die Was auch immer Manscaping ist. So, und nochmal über Diabetes Power. Hochdose Todeswelle. Hey, Kohlenhydrate ohne
Sieg. Natürlich nicht. Niemand ist uns gewachsen. So. Ja, das können wir. Und zwar, indem du dich dahin bewegst. Ja, ich weiß. Komm dahin. Jo. Natürlich, wer nicht? Nein, nein, Bro, er hat dich einfach nur beleidigen, Mann. Aber gern doch. Ja, ja, bin ich nicht. Ich muss da nur die richtige Position für dich suchen. Okay. Oh, bam! Vergiss meinen Furz, Schwuchtel. Ja. Okay. Und die erste Zwischenkraft oder so. Ja, yeah, Boogers and Calm. Geil. So. Ja, yeah, läuft doch. Ist doch geil mit dem Zeitfurz, Mann. Aha. Den nennst du hier eine dumme Schlampe. Sehe ich etwa aus wie deine Mutter? Die Kids sind Bullen? Das ist kein Kopf. Das ist Captain Diabetes. Seine Mutter hat bei seiner Geburt gefurzt und deshalb hat er Diabetes, mit dem er gegen das Böse kämpft. So kriegt man aber nicht Diabetes. Wenn das keine Bullen sind, können wir sie abschneiden. Die Schlampe da auch. Oh shit, so läuft das also. Ich wusste doch, dass man euch Tony Soprano Abklatschwichser nicht vertrauen kann. Lebt wohl, Captain Diabetes. Was ist Diabetes jetzt? Nein, ne Captain Diabetes. Was so? Ich will meinen Schlüssel! Ich hab deinen Schlüssel nicht, Alter. Der ist dicht vom Rotwein. Rotweinsuff ist der übelste Suff, den es gibt. Fuck, lass uns abdampfen. Ja gut, Endstation. Schlüssel. Die niemals ansteuern. Dann Ah, Beste. Kein Händekammersch, ich rufe ihre Frau an. Als Hör da raus, du kleiner Penner. Das ist nicht fair. Arschzeitreise hin oder her. Man darf andere nicht einfach überspringen. Doch. Allen raus. Das könnte brennen. Ich fühle keinen Schmerz. Oh, ein neuer.
Bam. Alter, streng dich mal ein bisschen an. Wehe, du verlierst, Nigger. Lass dich nicht so vermöbeln. Duck dich mal oder so. Ihre Hose. Sekunde, Nachricht. Kann ich schreiben? Wieso kann ich nicht schreiben? Warum sind meine Daumen so groß? Hey Siri, sag meiner Frau, sie soll die Fresse halten. Kacke. Aha, geile Moves. Gefällt Classy. Hau diese Bitches richtig wund. Oh shit, das hat sicher wehgetan. So, jetzt geht's gerade mal vor allem auf die Fresse, Mann. Da. Bam. Hey, fick dich auch. Oh. Jojo, das passt. Wer von euch Wichsern hat Sharon gesagt, dass ich hier bin? Hm. Ja! Komm wieder, wenn du Haare am Sack hast. Ja, tu ihnen weh. Son a bitch. Oh shit, ich hab wohl aufs falsche Pferd gesetzt. Bitchle. Verdammt! Oh yeah. Ja, wieder rettet der Kuh getan. Okay, ich nehme Fax. Der Weg ist golden, kein Halt mehr Steuer. Vielleicht sollten wir die Hose umziehen. Genital Talisman, nice. Hey, ist ja gut, Mann. Ich weiß nur, dass so ein neuer Drogenbaron versucht, richtig heftige Ware auf den Markt zu bringen. Der Typ will, dass sich die Italiener und Chinesen-Mafia zusammenschließen. Genug Smalltalk. Wo ist Scrambles? Scrambles? Wir brauchen die Belohnung für unser Superhelden-Franchise. Oh shit, ihr wollt nur eine Katze? Und dann gibt's noch Cisco. Nur so ein Low-Class-Vollspaß, der immer übers Kohlescheffeln labert. Weil irgend so ein weißer Penner jetzt der neue Big Boss ist. Bei dem die Drogen und Nutten und der ganze andere Scheiß laufen. Okay. Aber nicht mit mir. Ich bin mein eigener Pimp, verstanden? Meine Pussy ist mein Lebensunterhalt. Die lasse ich doch nicht von irgendeinem dahergelaufenen Nigger verwalten. Dessen ganzes Einkommen auf illegalem Scheiß basiert. Entschuldigung, aber was ist mit den Katzen? Oh, die Katzen. Dieser kleine asiatische Freak namens Jack
Alibaba oder so bezahlt Sexpressler, damit sie den Leuten Katzen entführen. Kranke Scheiße. Man kann doch nicht einfach die Pussy von anderen beanspruchen. Der gehört in den Knast. Und wo landen die Katzen? Ich sag's euch. Aber erst wenn ihr Polizeischutz oder so einen Scheiß geben, klar? Die Nigger meint's echt ernst, also müsst ihr versprechen, Classy zu beschützen. Aaron Cartman, hast du eine Ahnung, wie spät es ist? Morgen ist Schule. Mann, dafür habe ich jetzt echt keine Zeit. Ihr geht jetzt alle nach Hause, sonst rufe ich eure Eltern an. Sorry, Mrs. Cartman. Und wer ist diese Stripperin? Das Kuhn-Team hat mir Schutz versprochen. Hier kann sie nicht bleiben. Dann nimm du sie mit zu dir, Blitzfreak. Okay. Jetzt die Nachrichten, die Sie gut in den Tag bringen. Guten Morgen, South Park. Guten Morgen, South Park. Gestern Abend hat ein unbekannter Selbstjustizler der Famboni-Familie ihr verbrecherisches Handwerk gelegt. Und das im Alleingang. Mehr dazu von einem Zwerg im Bikini. Komm, ich stehe vor Luca de Favoncini, wo der Selbstjustizler dem Verbrechen in South Park den Krieg erklärt hat. Die Kameras zeigen eine junge Person, die den Leuten ins Gesicht und auf die Eier furzt. Verschwörende Bilder. Das Kind kam rein und fing an, die Leute anzufurzen. Wie aus dem Nichts, Mann. Vielleicht lehnt sich endlich jemand gegen das Übel in dieser Stadt auf. Dieses Kind ist ein Held. Ich finde, das Kind ist eine Bedrohung. Wie lange dauert es, bis er oder sie einen Unschuldigen tötet? Wie lange dauert es, bis das Daredevil der Punisher wird? Ha? 3 Staffeln? Die Polizei hat einen Haufen illegaler Gegenstände, die das Restaurant mit einem größeren Verbrechersyndikat in Verbindung bringen könnten. Und das ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Was für eine Nacht. Berichten zufolge hatte der Selbstjustizler sogar ein Sidekick. Zunächst wies alles auf einen Sidekick hin, aber Untersuchungen zeigten, es war nur ein Knirps mit Diabetes. Die Frage, die alle heute Nacht wachhalten wird, lautet natürlich, wer ist der furzende Selbstjustizler? Das lässt uns ganz schön scheiße aussehen. Ihr habt's verkackt. Es war nicht unsere Schuld. Das Kind kam einfach ins Restaurant und fing an zu furzen, der jetzt kann. Der Italiener soll das Produkt nur an den Mann bringen. Die Chinesen und Russen machen den Rest. Alles muss diskret und leise ablaufen, sonst erfahren die Leute die Wahrheit. Dass wir den Leuten das Produkt in die Drogen und den Alkohol tun, um für mehr Verbrechen zu sorgen. Macht einfach weiter euren Teil und bringt das Zeug unter die Leute. Sonst mache ich vielleicht direkt mit den Russen Geschäfte. Oder mit den Chinesen. Oder mit den Sechstklässlern. Dann hab ich gut geschlafen. Ja, ich auch. Weg der Schlaf Und? Habt ihr gestern Abend irgendwas Interessantes gemacht? Nee, nur das Übliche. Bisschen Fernsehen und dann ins Bett. Ja, nichts Aufregendes in unserem Leben. Okay, Tja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen. Du hast einen langen Tag vor dir. Schlüpfe ins Superheldenkostüm und warte auf Anweisungen vom Kuhn. Ja gut, dann ziehe ich mich halt mal wieder um. Umziehen. Wie soll das gehen? Das war dumm. Okay. Ja. Das ist deine Meinung. Ich sag nicht hey. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmal eins. Geht zu Jimmy und finde raus, was sie weiß. Kuhn, Ende. Nein, alles okay, ist schon gut. Passt schon. Ich würde sagen, an dieser Stelle tue ich da mal abspeichern. Ja, da ist noch meine früheren Daten, die überschreibe ich mal nicht. So, gut. Abgespeichert haben wir. Und dann würde ich sagen, beende ich da auch mal den Stream. Ich danke allen fürs Zuschauen. Es sind ja durch den Stream, durch die ganze Zeit dann doch ein paar Leute gewesen, so. Ist chillig gewesen, hat mich gefreut, so. Und ja, hoffe, es sind dann morgen oder so, je nachdem, wann ich den nächsten Stream mache, auch wieder dabei. Und ja,
Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis dann. Ciao zusammen.